Hallo Leute. Ja, willkommen wieder zurück auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Ja, heute versuchen wir das Rückspiel mit der Tigerliste mal zu machen. Ich habe Richtig. heute etwas anders aufgestellt, nehme diesmal anstatt den Briten die US-Amerikaner mit. Nein, nicht meine Marines, sondern die normalen Amerikaner. Genau. Und ja, der Chris hat noch so ein bisschen gefeilt an der Tigerliste, Richtig, genau. aber die wird er euch gleich dann selber vorstellen. Genau, also Kurt Knispel will heute nochmal seine Rache haben hier Genau, der für Kurt. das letzte Spiel. Wie gesagt, ihr hattet ja da einiges auch nochmal drunter geschrieben. Wir haben euch ja dazu ein bisschen animiert, nochmal ein bisschen Feedback zu geben, was könnte man gegebenenfalls noch ändern. Und da kam ja einiges und das hatte ich auch versucht ein bisschen aufzunehmen. Und ja, das gucken wir uns gleich im Detail an. Ne? Genau. Ja, schon mal vorausgreifend, falls ihr irgendwie Interesse habt, dass wir irgendwelche anderen Fahrzeuge mal testen oder irgendwelche Sachen, die wir haben und wo wir eine Liste rausmachen können, um einfach mal zu gucken, funktioniert das, könnt ihr jederzeit mal unten in die Kommentare schreiben. Und ich denke mal, wir sind da offen, auch mal ab und zu so ein bisschen was zu testen. Richtig, genau. Wir sind da sehr, ja, testfroh, ne? Genau. Sowas zu machen. Das macht uns eigentlich auch mal ganz gut Spaß. Und ja, würde jetzt sagen, wir gehen in die Armeevorstellung. Richtig. Kommen wir zu den Deutschen. Okay, kommen wir jetzt zu den Deutschen, was jetzt halt für uns jetzt nochmal besonders interessant ist, weil wir die Liste jetzt modifiziert haben. Was geblieben ist, ist natürlich der Tiger. Hier haben wir jetzt nur das pivotierte LMG weggelassen. Wir haben praktisch jetzt den Tigerpanzer für unter 400 Punkte, 395 sind es jetzt. Dann haben wir die zwei regulären Trupps belassen mit 5 Soldaten und jeweils ein LMG. Die nächste große Änderung, die stattgefunden hat, ist bei den Grenadieren. Wir hatten erst das reguläre Grenadier, den regulären Grenadiertrupp. Jetzt habe ich aus diesen regulären 3 Grenadiertrupps gemacht, die aber alle Veteranen sind. Es sind jeweils 2 Bazookas dabei, 2 Panzerfäuste dabei und hier gibt es einmal den NCO mit einem Sturmgewehr und hier gibt es einen regulären Soldaten mit Sturmgewehr. Und hier habe ich dann auf ein Sturmgewehr verzichtet, punktetechnisch. Aber sie sind jetzt alle auf Veteranen, also haben somit halt ein höheres Durchhaltevermögen. Dann auf Zuruf oder Diskussion im Video und im Nachgang habe ich heute mal den kleinen Mörser mitgenommen, den leichten Mörser, einfach mal um zu testen. Und dafür Panzer Schreck rausgelassen. Kostet jetzt hier auch, glaube ich, nur 35 Punkte. Dadurch sind auch wieder ein paar Punkte frei geworden für den Sniper. Der ist wieder mit am Start, allerdings auch ein Veteran. Vorher war regulär. Und den Offizier, den haben wir ebenfalls auf Veteran hochgestuft. Und beide, also der Assistent und der Offizier selber, haben eine Sturmwaffe, ein Sturmgewehr. Also wir haben auf jeden Fall einiges jetzt auf Veteran hochgestuft, ein paar Waffenoptionen geändert, haben immer noch 9 Order Dice, aber ich denke mal mehr Durchhaltevermögen jetzt. Mal schauen, ob ich damit Erfolg habe. So, kommen wir zu den amerikanischen Truppen. Ich setze ein, heute natürlich Normandie-Style, ein paar Paratrooper, die in 2 kleinen Trupps kommen, A6 Leute mit einer Bar und 2 MPs und einem etwas größeren Trupp, der mit 12 Mann daherkommt, wobei der NCO eine MP hat, eine Bar und ein LMG da drin ist. Sind Late War Paratrooper, dementsprechend dürfen die auch eine Bar mitnehmen. Das durften die aus der Grundbox ja leider nicht damals. Mein Offizier ist hier ein Second Lieutenant. Alle Truppen, die ich aufgestellt habe, sind im Übrigen Veteranen. Dann kommen wir zum nächsten Trupp. Das ist ein Ranger-Trupp. Der NCO hat eine MP. Dann haben wir ein LMG, eine Bar und 2 Gewehrschützen da drin.
Der NCO hat jetzt zwar hier die Bangalore Torpedos, die sind aber nur Dekoration. Die sind nicht damit ausgerüstet. Geschweige denn, dass die Option, glaube ich, gar nicht gehabt hätten. Als nächstes kommt ein Veteranentrupp, Tough Fighter, 2 BAs, 2 MPs, 2 Gewehre. Nein, stimmt nicht, es sind 3 MPs. Ein Gewehr und 2 BAs. Die sind auch mit Granaten ausgerüstet, so dass ich vielleicht auch mal versuchen kann, den Panzer der Deutschen mit ein paar Handgranaten zu knacken. Wobei das natürlich schwierig werden wird. Bei nur 6 Granaten, die dann auch alle treffen müssten, da müsste ich den schon irgendwie festnageln. Naja, ist egal. Ein Veteranen-Bazooka-Team ist natürlich klar, muss mit dabei sein bei den Amerikanern, ist ja auch nicht so teuer. Das geht von den Punktekosten. Und dann haben wir hier einen Veteranen Sherman. Ich habe noch nie einen Veteranenpanzer gespielt. Mal schauen, wie das funktioniert. Die Amerikaner haben ja noch die Gyro-Regel, dass man fahren und schießen kann ohne Malus. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Ja, ansonsten ist der ausgerüstet noch zusätzlich mit dem HMG, was oben drauf ist. Das heißt also, ich spiele komplett What you see is what you get. Und ja, das war die amerikanische Liste. Die Paratrooper haben wir uns geeinigt, werden nach folgenden Regeln reinkommen. Nicht regulär als Standard aufgestellt oder über die Reserve, sondern wir werden mit einem Würfel werfen, wo sie denn ankommen. Fällt der Würfel vom Tisch, werden die Jungs von der Seite, wo der Würfel runtergefallen ist, als Reserve kommen in der nächsten Runde. Sprich, da muss ich dann auch entsprechend aufwürfeln, ob sie denn auch kommen. Ansonsten werden wir aufstellen mit einem Richtungswürfel und wenn die Paratrooper reinkommen, bekommen sie, um die Verwirrung darzustellen, einen Pinmarker. Ja, soweit die amerikanische Aufstellung und ich würde sagen, damit geht's los. Dass die Spiele beginnen. So sieht's aus. So, dann stellen wir euch jetzt einmal den Tisch vor und was wir jetzt hier schon platziert haben. Wir haben im Prinzip jeder ein paar Standardeinheiten, die vorab auf dem Tisch stehen, die einfach praktisch ihre Truppen schon signalisieren, dass jetzt hier bald eine Schlacht stattfindet. Bei mir ist natürlich einmal der Sniper sowieso vorab und dann habe ich hier jeweils den regulären Trupp mit dem LMG versteckt. Auf Christians Seite haben wir einmal die Ranger, die praktisch jetzt hier schon rübergelaufen sind. Und auf der anderen Seite hier in der Kirche ein Veteranentrupp. Und ihr seht schon, dass das halt ein ziemlich offener Tisch diesmal ist, einfach aufgrund der Paratrooper, die auch noch kommen werden, weil es sonst relativ blödsinnig wäre, in einem voll zugestellten Gelände jetzt hier mit Paratrooper-Regeln zu spielen. Die würden ja dann auch gar nicht kommen wollen. Ja, und vielleicht auch die Panzer diesmal ein bisschen besser zur Geltung kommen. Ne? Genau, dass man da auch nochmal den Vergleich hat, wie fühlt sich das an, wenn man ein bisschen mehr Sichtlinie auch überall hat. Ja, wir haben im Prinzip hier eine Straße mit zerstörten Gebäuden, wo praktisch hier schon ein paar alliierte Bomber rübergeflogen sind. Haben hier noch unseren altbeliebten Gutshof, der noch intakt ist, mit einem Feld. Hier am Rand geht es dann in einem Wald, also der ist hier nur ein bisschen symbolisiert, dass es hier in den Wald geht. Haben hier die Kirche, die haben natürlich alle Kontrahenten versucht in Schuss zu halten. Ist also noch unzerstört. Ja, ein bisschen Kruppzeug hier und da, ein Baum, ein paar Versteckmöglichkeiten. Und ja, das ist unsere Spielfeld. Genau, sämtliche Hecken sind natürlich wieder Bocage-Hecken, das heißt, genau. Die sind Sichtschutz und sie können nicht ohne weiteres durchfahren, schräger durchlaufen werden. Und alles, was Stein ist, ist Stein, alles, was Holz ist natürlich Holz. Das heißt, die Häuser sind alle harte Deckung, hier die Kisten ist leichte Deckung und die Felder und Sachen sind auch entsprechend leichte Deckung. Und Dense Terrain ist Dense Terrain. Genau. Das ist der Tisch gewesen und wir fangen an mit der ersten Runde. So sieht's aus. Bis gleich. So,
hier ist auch nochmal Christian sein Ranger-Trupp gewesen, der jetzt natürlich vorab seine 12 Zoll Randbewegung machen kann. Die hat er natürlich ausgenutzt und hat sich nochmal ein bisschen nach vorn bewegt. So, jetzt geht es aber offiziell los. Erste Runde. Ja. Erster Würfel. Ich hatte die Kamera ein bisschen hoch, deswegen zeige ich auch nochmal den Würfel. Zack. Genau. Und wir fangen an mit den Amerikanern. So, es ist ein normaler Amerikanerwürfel. Ich muss dazu einmal kurz sagen, meine normalen Truppen haben grüne Würfel. Und um ein bisschen dynamischer die ganze Sache zu halten, haben wir für die Paratrooper 3 andere Würfel hineingemacht, 3 rote. Und ja, bringt wieder ein bisschen mehr Action, Zufall rein. Das haben wir ja ganz gerne. Ich versuche mal eine neue Einheit reinzubringen. Da ich ja noch 3 Einheiten draußen habe, werde ich mal versuchen, einfach meinen Offizier reinzubringen. Dazu werde ich mir mal eben 2 Würfel schnappen. In der Zeit werde ich mal die Kamera übergeben, genau. Und dann schauen wir mal. So, die Amerikaner haben diesmal keinen Malus beim Reinkommen auf die Tischkante. Ja, wir haben die erste Runde. Wir haben aber gesagt, nur 2 Einheiten pro Seite sind automatisch auf dem Tisch. Alles andere wieder, wie wir das ganz gerne machen, kommen jetzt rein, um nicht zu viel Stellungskrieg hier zu machen. Dementsprechend mit einer 6 wird der Veteran auf alle Fälle auf den Tisch kommen. Und ich denke, ich werde ihn hier hinten mal die Veteranen unterstützen lassen. Nein, gar nicht. Ich komme relativ zentral hier vorne rein. Mit einem, jetzt haben wir natürlich ganz geschickt das Tor hier hinten. Mit einem Run werde ich den einfach mal hinter die Kulissen laufen lassen hier. So. So muss ich ja nicht weit kommen. Ich messe noch mal eben nach. 12. Nee, sonst komme ich nicht. Ich komme bis hier. Zack. Genau. Regel wie immer. Wo ein Tor bei uns ist, darf man auch entsprechend rennen. Alles andere ist natürlich entsprechend ein Hindernis und da würde sich die Bewegung reduzieren. Ja, ich schnappe mir einfach mal den Würfelbeutel. Ein grauer. Ja. Dann würde ich meinen Sniper einfach auf den Ambush legen. Das war's auch schon. Jetzt kannst du aussuchen. Willst du die Kamera oder willst du... Ich ziehe einfach die Kamera ist. Ja, klar, du willst dich selber ziehen, damit du nicht wieder hin und her geben musst. Das war klar. Dann gebe ich noch ein. Auf den Trupp mit dem LMG direkt darunter. Auch im Ambush. So, jetzt darfst du aber wieder. Ja, ich darf auch noch mal wieder. So, da ich ja wieder einen Würfel habe, werde ich das Bazooka-Team versuchen reinkommen zu lassen. Auf Veteranen, also auf die 10. Ganz Wir erinnern uns dran, amerikanische Regel, kein -1 beim Reinkommen. Richtig. Deswegen. Wenn wir die mal hier bis an das Objektiv, bis an das Haus ranziehen, genau. Der nächste Grüne. Warum kommen denn keine Deutschen? Ey, die alten Zicken. Ja, der Chor, der hat ein bisschen dazugelernt, ne? Ja, ich sehe das schon. Der wartet. Ich sehe das schon.
Jo, dann würde ich doch mal sagen. Du musst erst mal würfeln. Nein, ich habe ja auch noch 2 Einheiten drin, die ich bewegen könnte. Ne? Stimmt. Mhm. Hier haben wir hier nochmal die Ranger. Genau. Drangas. Und dahinter der Kirche sind ja noch die anderen Veteranen. Die kannst du natürlich erst noch aktivieren. Ach nee, komm. Ich lass mal ganz mutig meinen Schirm hier reinkommen. Vielleicht will er ja auch gar nicht. So richtig reif für so einen Movieplot. Jetzt kommt der Sherman rein, dann werden die Deutschen nervös und dann kommt irgendwann die Katze. Ja, wer weiß. Liegen ja noch. Mal gucken, ob er überhaupt kommt. Ja, guck. er hat Bock. Ist ja ein Veteran, also von Ja, daher. natürlich. Und den werden wir jetzt auch mal ganz kinoreif, wenn wir den mal über die Straße kommen lassen. Da wird er, glaube ich, auch schon die ein oder andere Katze mal gesehen haben. Ja, ich denke. Mit einem Run oder wie, oder Ja, was? ich bin noch gerade am Überlegen, wie ich denn den kommen lasse. Kannst du natürlich ja auch noch Deine eine Leute Strecke sind machen. ja auch nicht versteckt. Dementsprechend. Haben die Jungs Bazookas? Die haben keine, nee. Die haben keine. Das waren deine Grenadiere. Die Mhm. ne? Je 2, ne? Pro Grenadier-Einheit. Kettenfahrzeug war 9, Straße doppelt sind 18. Das heißt, ich kann maximal bis da. Werde hier so ein bisschen im Windschatten bleiben. Mal schauen, was das bringt. Und werde einfach mal mit meiner Kanone auf deine Johnnies ballern. Okay. Dann gehe ich mit denen Aber was da. ich gerade merke, wenn man kein Gepäck auf so einen Panzer macht, halten die Würfel besser. Leg mal dahinter. Dann gehe ich down. Du bist down. Mhm. Willst du die reinschließen, du feiger Wicht? Ja, möchte ich. Gut, ich werde natürlich auch das Rumpf-MG schießen, zusätzlich. Vielleicht habe ich ja Glück, man weiß es nicht. Ja gut, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Schieße ich auf die 7. Es ist plus 2 Deckung, plus 2 Down. Jo. Die 3 wäre ja gewesen. Kurze Reichweite mit der Knarre ist es so und so. Die Bewegung kriegst du ja nicht. Brauche ich im Grunde auch nicht abmessen, mache ich nur, damit ich die Reichweite weiß. Ja. Bis zur Hauskante haben wir 14 Zoll, das heißt, es ist für das MG auf alle Fälle auch kurze Reichweite. Aber dementsprechend so. Das MG sind die dunkelgrünen und die Knarre ist der australische Würfel. Ja, das ist nix. Aber Du könntest auch noch dein HMG. Müsstest du halt nur einen Turm öffnen. sagen wir es mal so, so weit kommen deine Jungs nicht. Können würde ich es, ja. Richtig. Aber ich mach's nicht. Lohnt sich Ich jetzt hab's auch ja nicht. nicht angesagt, ne? Genau. Genau. Der nächste ist ein Deutscher. Juhu. Ich gehe mal davon aus, du willst sie auf Ambush. Ach nee, du hast Nee, sie auf Down die gesetzt. die musst du erstmal auf Down setzen. Ja. Ja. Auf Down schmeißen. Dann würfel ich mal gleich den nächsten. Ziehe ich mal gleich den nächsten Deutschen. Jetzt kommen endlich mal Truppen von dir. Ja. Und ich muss tatsächlich eine nach Druck versuchen reinzuholen, wenn ich das möchte. Und ich würde den Tiger holen. Du hast ja dein Bazooka-Team schon draußen, du hast deinen Panzer draußen. Und die mit den Handgranaten sind auch schon. Ja, die sind auch schon draußen, von daher versuche es einfach mal. Der Tiger ist regulär. Das heißt auf die 8, weil du hast ja -1. Jo. Ja, passt. Genau, der Kasten steht davor. Er kommt. So. Tja, eigentlich gibt es nicht viel Optionen. Ich
Ich werde den auch jetzt hier von der Straße kommen lassen. Ja, sicher, du willst meinen Panzer natürlich gleich kaputt machen. Ja, ich kann jetzt erstmal kurz stehen bleiben und den Panzer direkt beschießen. Aber ich muss mich ja sowieso bewegen. Ja, bewegt hast du dich ja so oder so schon dadurch, dass du reinkommst, ne? Deshalb bewege ich mich so, dass ich hier auch ein bisschen von der Deckung profitiere. Und beschießt dein Sherman einfach mal. Gut, wir haben wieder die allbeherrschende 88er. Das heißt, wir haben da sowieso kurz. Wir haben uns dann nur bewegt. Du bist nicht in Deckung. Deshalb Doch, guck, ich stehe am Haus dran, da. Deshalb ist es nur die 4. Ich habe Tarnlackierung, du siehst mich gar nicht. Ja. Pass auf, ich verpasse jetzt eine Tarnlackierung. Ja. Das ist eine überschwere Kanone, also wir haben die +7, ne? Mal gucken. Und Ja, das kann ja gar nicht sein. Guck mal, die hast du so schön mit Grünzeug behangen, ne? Ich glaube ja eher, das ist ja eine grüne Kanone. Und? 4. 4 plus 7. Ich habe vorne die 9. Das heißt aber, du bist nicht 3 drüber. Das heißt, du würfelst nur einmal. Mhm. Eine 1. Da hast du aber noch Glück gehabt, glaube ich, ne? Eine 1 habe ich Glück gehabt. Ich glaube, das ist nur Shaken. Shaken. Durchgeschüttelt und Ein oder zwei Pins sind das, glaube ich, dann im Ganzen. Einer für den Treffer und einer. ich gucke. Schadensbesatzung betäubt, bla bla bla. Fahrzeug erhält einen zusätzlichen Pin. Legen Befehlswürfel neben das Fahrzeug oder treten. Das macht man. Würfel außerdem für blockierte Türme, falls das Fahrzeug ein oder mehrere Türme besitzt. Da besitzt du ja einen. Ja, richtig. Wir haben 3. Ja, wo ist das denn hier mit den Türmen? Ich meine, das steht da im Text. Wir suchen gleich raus und dann schauen wir mal. Somit haben wir 2 Pins und einen Down, weil die olle Katze mich ganz schön angekratzt hat. Das war aber noch ein Aufweckruf. Der Schuss vom Bug so gesehen. Ne? Also, Der Schuss vor die Bugwanne, ja? Wenn, dann bitte richtig. Weil den Turm hast du ja nicht getroffen, der ist ja nicht blockiert. Ist nicht blockiert, aber Genau. da hat Christian Glück gehabt. 1 bis 3 heißt nämlich nicht blockiert und 4 bis 6 würde er so stehen, wie er steht. Genau, also Genau. ist noch alles drin. So sieht's aus. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Würfel. Oh, ich ziehe mal so frei, wenn ich hier. Warte, ich schmeiß dir die Würfel rüber. Ich ziehe mich wieder selbst. Tja, dann würde ich sagen, wir holen mal den Mörser rein. Der Mörser ist regulär. Jetzt ist es doch eigentlich an der Zeit, mal dem Tabletop General, dem Jens, einen schönen Gruß zu schicken, oder? Genau, schönen Gruß jetzt. Den haben wir nämlich nur für dich aufgestellt. Richtig, genau, ne, weil ich ja immer ein bisschen gehadert habe. Das habe ich ja auch vorab da schon geschrieben gehabt. Und einfach mal jetzt außerhalb der Box zu denken, weil ich ja halt sehr großer Fan bin von der Panzerschreck. Aber es stimmt auf jeden Fall, man hat halt mehr Punkte, die man dann ausgeben kann. Ja, und heute versuchen wir es auch einfach mal. Der Mörser wird gestellt und kommt jetzt hoffentlich auch direkt rein. Tut er. So, mit einer 4. Und dann schauen wir mal, was der hier so bringt oder nicht. Ja. Hast du den überhaupt schon mal eingesetzt in irgendeinem Spiel? Einen leichten Mörser. Noch nie, ne? Nur bei den Japanern den Kniemörser. Ne, ich meine jetzt einen deutschen, also den, weil das Modell habe ich nämlich auch noch nie gesehen bei dir. Nee, das ist eigentlich auch nur so ein bisschen ein Pseudomörser.
Der richtige Mörser, der ist noch auf meinem Bemalpanel. Also ich habe ihn ein bisschen geproxt. Aber ich wollte natürlich nicht mit unbemalten Miniaturen spielen. Nein, das ist ja unser Anliegen. Immer bemalt und nach Möglichkeit, what you see is what you get. Gut. Ist ein verpackter Mörser, würde ich sagen. Ja, genau. Das fällt nicht so sehr ins Gewicht, die zwei Männchen. Den kleinen Mörser, den kannst du auch in die Hosentasche stecken. Ja. Und vom Knie abfeuern, ne? Genau, deswegen heißt es auch Kniemörser. So, ich bringe ihn trotzdem erstmal mit einem Run rein. Und zwar in diese Richtung. Dass ich erstmal hier irgendwie eine gute Position versuche zu angeln. Als nächstes bist du dran. Alles klar, dann überlebe ich mal und dann schalten wir die Kamera wieder ein. So, Christian hat hier einmal eben auf Meine Veteranen an die an die Mauer ran bewegt. Nur zur Information, bei uns heißt an die Mauer ranstellen, wenn wir an die Base von der Mauer gehen, damit es da nicht zu irgendwelchen Meinungsverschiedenheiten oder so kommt. Die Base ist bei uns ausschlaggebend, weil je nachdem wie die Base beschaffen ist, die Figuren schon mal schlecht stehen, gerade wenn es Miniaturen sind und die kopflastig sind. Ja. Dann purzeln die mal durch die Gegend. Deswegen haben wir als Hausregel irgendwann mal eingeführt, nicht das Objekt selber ist, sondern die Base ist das Wichtige bei uns. So, next Wirbel. Oh, die ersten Fallschirmjäger. Jetzt wird's spannend. Genau, ich suche mal zusammen und dann, ja. Genau, rein jetzt. Genau. Mein erster Sechser-Trupp wird reinkommen. Wir haben uns geeinigt, dass wir einen relativ kleinen Würfel nehmen und den entsprechend auf die Platte werfen. Ich halte ungefähr 1,5 Meter Abstand zur Platte und dann schauen wir mal, wo die Fallschirmjäger reinkommen. Ja, ihr hört es, sie kommen die nächste Runde rein. Der Würfel ist außerhalb der Spielfläche. Ja, aber die kommen praktisch dann von dieser Seite rein, genau, wo Christian jetzt gerade steht. Genau. Ja. Und ja, das heißt, nächste Runde muss ich ganz normal auf Reserve würfeln, ob die dann auch ihren Weg finden. Der Vorteil ist, sie haben dann natürlich nicht den Verwirrungspin, sondern sie kommen ganz normal rein. Aber ja, wir schauen mal. Kommen halt eine Runde später halt rein. Ne? Sieht's aus. Das sind die Jungs, die hier stehen. Genau. Dann würde ich sagen, stelle ich die mal wieder zurück. Und dann kommen die down für diese Runde. So, der nächste Würfel. Grau. Ja, dann gebe ich dir mal hier die Kamera. Genau. Den kannst du mal mit rübernehmen und dann versuche ich jetzt mal meinen Offizier zu bringen, der ist Veteran. Ufts. Ja, sie ist gelaufen. Ja, passt noch, 7, 8. Ja gut, Offizier hat im Grunde genommen die 9, ne? Also das passt dick. Dann lasse ich den mal hier reinrennen zu seinen Kameraden hier am Panzer. Oh, wenn ich jetzt einen Artillerieoffizier bei hätte. Ja, dann würde ich sagen, Das wäre ein Ziel. Alles klar, dann nächster Würfel. So, dann probieren wir es mal mit dem nächsten Würfel. Es kommen die nächsten Fallschirmjäger. Ja, dann darfst du wieder den Mega-Wurf machen. Mal gucken, ob du diesmal auf der Platte landest. Und zack. Ja, was sind denn das für Fallis, du? Ich denke, das sind alles Veteranen. Das immer besser funktioniert, Ja. oder? Eigentlich, ne, bei dem kleinen Würfel. Ja gut, er ist abgeprallt, aber er wäre höchstwahrscheinlich auch wieder auf der Seite raus. Da hatte so einen Zahn wieder drauf. Du musst jetzt praktisch Zahn hier. auf, genau. Ja, dann Naja. den nächsten Fallschirmjäger down.
Ich suche den Beutel. Und ziehe Deutsch. So, wir haben jetzt noch 3 Grenadiertrupps draußen, alles Veteranen. Ich fange hier mit dem ersten an. Schauen, ob die Lust haben. Nein. Mit einer 10 bleiben wir draußen. Auch wenn es Veteranen sind. So ist es. Das sind schon wieder die Trupps, die ich draußen haben muss. Gott verdammt nochmal. So, nächste Chance. Ja, dann. Die haben Bock. Jo. Ja, die haben Bock und die rennen auch rein. So, wir haben da hinten Veteran. Wir haben hier den Tiger. So, ich wollte den Tiger bekleiden. Hatte ich mir diesmal fest vorgenommen. Das ist ja eigentlich das, was du gesagt hast, ne? Das ist ja eigentlich das Konzept, was dahinter steckt. Und das halt in Kombination ein bisschen mit der Infanterie. Und ja, das versuchen wir einfach mal. Das bedeutet, wir rennen jetzt hier von dieser Seite rein. Flankieren also praktisch jetzt hier unseren Tier. Jo. Also seht schon, das wird hier sehr zentral bei mir. Hier, nächste Würfel. Green. Ja, da bleibt mir gar nicht viel über. Meine Ach so, letzte Einheit, Ranger. die ich ziehen muss, das sind die Ranger. Die Ranger machen einen Run und werden ins Haus rennen. Okay, das ist eigentlich eine gute Idee. Hast du da eine Tür? Ja. Ja, natürlich. Hier so volle Kanone, hier Tür. Ding. Soll ich die schon mal ein Stockwerk trotzdem hören? Nee, wir können ja unten. Nö, die können auch gerne unten rumgammeln. Ja. Das ist ja da in der Beziehung dann egal. Jo. Ich tue den mal hier vorne hin. Wir wissen, was los ist. So, jetzt haben wir noch einen roten für die Fallschirmjäger und einen deutschen. Ja, Den dann deutschen, versuch mal deinen letzten Grannies. wenn der jetzt noch reinkommt, dann ist das eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ja, dann ist auch ziemlich ausgeglichen, was drin ist Ja. und was nicht ist. Ist gut. Okay. So. Entweder mache ich den Sack jetzt hier dicht oder kümmere mich nochmal um eine Flanke. Die sind jetzt in das Haus gegangen. Das ist natürlich schrecklich. Das ist natürlich ein Problem. Aber wir werden ja, die sind natürlich mir jetzt so ein bisschen auch in die Flanke gefallen mit der Aktion und haben jetzt auch hier den regulären Trupp vor der Nase. Das ist schon eine Gefahr. Ja, ich werde die hier reinziehen. Die Ranger hatten ja jetzt keine panzerbrechenden Waffen irgendwas gehabt, ne? Nein, die nicht, nein, nein. Gut, dann darf ich meinen letzten Fallschirmjäger werfen, wa? Genau. Alles klar. Es geht wieder los. Christian setzt zum Wurf an. Oh, er bleibt auf der Platte und ist ausgerechnet hier am Gehöft gelandet. Genau. Schmeißt da, wo sich. der Würfel ist, da
werden wir eine Reihe starten mit den Figuren. Die werden hintereinander gestellt und die Richtung zeigt uns gleich der Würfel. Mhm. Also das heißt, gerade, ja. Genau, die werde ich dort hinstellen. Und dann schauen wir mal, was da so wird. Wobei, das ist ein relativ großer Trupp. Es kann sein, dass ich den zweireihig aufstellen muss. Also ich glaube, hier auf der Seite wird ein ganz schönes Gerangel, ne? Mhm. Ja, das ist zu meiner Seite ziemlich zentral und links das Ganze, wo sich die Action abspielt. Rechts ist ein bisschen vernachlässigt, das muss aber nichts heißen. Das kann sich auch mal ganz schnell verlagern. Genau, ich mache das hier einfach mal so ein bisschen nach Gutdünken, damit die innerhalb der Geschichte hier bleiben. Wir haben auch schon mal gespielt einfach mit einem Papierschnipsel, der irgendwo gelandet ist. Beziehungsweise mit mehreren Papierschnipseln, die wir von oben runtergeschmissen haben. Und danach mussten die Leute sich erst wieder zusammenfinden zu einem Team. Das war auch eine ganz spannende Sache. Aber ich denke, so geht das auch entsprechend. Ja, da ist jetzt der Trupp gelandet. Kriegt, wie wir es vorhin besprochen haben, auch noch eben einen Sammlungspin. Das heißt, die Gefahr, wenn ich die das nächste Mal aktiviere, ist natürlich da, dass ich sie nicht aktivieren kann. Aber es muss ja auch ein bisschen die Verwirrung dargestellt werden, weil so ein Fallschirmjäger-Trupp, der von oben runterkommt, der muss ja auch erstmal so ein bisschen sich wieder sammeln. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir sind mit der ersten Runde durch. Und wir fangen mit der zweiten an und dann heißt es wieder Board Action. Ich habe jetzt immer noch 2 Ambush, die ich jetzt noch lösen könnte. Das würde ich auch tun. Ich habe jetzt hier einmal den Sniper. Der würde jetzt hier auf diesen Veteranentrupp an der Kirche schießen. Genau, dann würfel mal. 1 bis 3 ja und nein und 4 bis 6 ja. Ich trotzdem mal eben checken, nur so. Hast du wo? Ja, die Reichweite müsste eigentlich 20 Zoll, aber ja. wollte nur einfach mal gucken, wie weit das überhaupt da ist. Jo. Feuer. Jo, wird gelöst. Dann schieß mal. Jo. Trifft. Das ist sowieso exzellent. Ja. Also kann ich mir schon einen rausfischen. Was hast du denn drin? Du hast Bars drin. 2 Bars, 3 MPs und ein Gewehr. Du willst bestimmt den Gewehrmann, oder? Ja, mit Sicherheit. Der NCO vorne ist Der mit der MP, Faust. Ne? Ja, genau. Dann würde ich aber, wobei Veteran, wenn die einen schlechteren Moralwert haben, wäre nicht schlecht. Deshalb kill ich dann NCO. Alles klar. So, dann kriegst du auch schon mal einen Pin. Hey, der Sniper hat getroffen. Ja. Hey. Er hat letztes Mal ja auch bei dir schon getroffen, Ja, ne? also er hat Genau. letztens auch schon seinen Job gut Ja, gemacht. was möchtest du mit deinen Grannies machen? Die Grannies hier. Ach nee, das waren ja keine Nee, Grannies, das waren so waren- normale Heerestrupps. Ja, Trupp, genau. Die haben nur das LMG, die würden aber auch ihren Ambush lösen, auch hier anvisieren. Haben allerdings ja hier Lange Reichweite dann, ne? Und lange und Hindernis Reichweite, dazwischen, ja, ja. 20, genau. Aber die haben ja das LMG, das heißt, ich habe 5 Schuss und auch die Möglichkeit, trotzdem noch irgendwas zu treffen. Keine 6, ne? Nein. Ja, damit sind die beiden gelöst und jetzt sind wir in der zweiten Runde. Genau. Bis gleich.
kommen wir jetzt mal zur Zusammenfassung der Runde 2. Ja, es ist schon in der Runde 2 einiges passiert. Ist auch irgendwie dem geschuldet, weil der Paratruber-Trupp hier in der Mitte natürlich die Deutschen angelockt hat. Er hat hier einiges kassiert, also es haben hier einige Einheiten draufgeschossen. Das gab dann 3 Verluste, also unter anderem der Offizier der Deutschen hat draufgeschossen, dann dieser Trupp hat draufgeschossen und hat dann halt 3 Verluste. Kannst du dieser Trupp nochmal zeigen? Ach so. Ich hatte nämlich gerade nicht Ja. Genau. Ja, die haben praktisch gelitten, aber trotzdem noch relativ gut weggekommen. Genau. Am Anfang der Runde. Am Anfang der Runde, ja, seht ihr hier den abgerauchten Sherman-Panzer. Er hat es diesmal leider nicht geschafft und hat einen Volltreffer kassiert. Die Katze hat zugeschlagen. Ja, bin ich erstmal zufrieden. Das Hauptziel damit ist erreicht für die Katze. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Die kleineren Einheiten sind zum Teil in den Ambush gegangen. Da fällt mir auch übrigens ein, ich habe hier einen Ambush gar nicht gelöst. Möchtest du liegen lassen oder möchtest du Den würde ich jetzt einfach mal live lösen. Ja, das können wir machen. Ich erkläre noch eben kurz die anderen Einheiten. Der Mörser ist vorgerückt, hat auch geschossen hier drauf. Hat allerdings nichts getroffen. Der Heerestrupp hier hinten und der Sniper haben beide wieder einen Ambush gehabt und hatten den Ambush gelöst, als Christian seine Veteranentrupp hier vorgerannt sind, haben allerdings nur einen Pin vergeben. Christian hat das Feuer erwidert, hat hier dann ebenfalls einen Pin ausgeteilt. Der Offizier von Christian ist nach vorn gelaufen, möchte jetzt seine Truppen hiermit unterstützen. Genau. Wem haben wir noch so? Die Einheit hier drin im Haus. Genau. Ich zeige es noch mal kurz. Die haben auch ordentlich Feuer nämlich ausgeteilt, und zwar hier auf meinen Krenny-Trupp zusammen mit den Fallschirmjägern, die sich über jetzt die hier Kante gekommen sind. genau über die Straße reinschleichen und haben auch, obwohl hier nicht viele schießen durften, beide Trupps insgesamt 4 Soldaten erledigt. Ich musste hier testen, habe den Moraltest bestanden. Das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt hier eine Truppenverschiebung gemacht habe. Der große Krenny-Trupp, der erst hier den Tiger flankiert hat, ist jetzt hier auf die linke Flanke vorgerückt, um jetzt hier die Kameraden noch zu unterstützen. Ja, und das... Genau, und die Fallschirmjäger hier haben gerade ihren Moraltest, den Order-Test verhauen und Richtig. Entsprechend mussten die down gehen. Genau. Und wir haben hier noch... Die Bazooka-Jungs listigen Trupp. sind vorgegangen, genau. Da haben wir im Prinzip das gleiche Phänomen wie bei der Panzerschreck. Auch ich habe das jetzt hier schon wieder fast vergessen, das Team, bis Christian die dann vorgerückt hat, wo mir einfiel, ach scheiße, er hat ja noch was, wo man meinen Tiger knacken könnte. Ja, da muss man wieder aufpassen, ich sag's immer wieder, also diese Einheit ist kreuzgefährlich. Ja, vor allem sie ist etwas günstiger als ein Panzerschreck, ne? Ja, wie viel kostet Ich die? glaube als Veteran 78 Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ich kann gleich auf die Liste gucken. Naja, für Veteranen ist das schon gut. Ihr habt ja, glaube ich, ein Plus 5, weil die Panzerschreck ist ja die stärkste. Bazooka-Team, 78 Punkte, ja genau. 24 Zoll plus 5. Plus 5, ja. Shape Charge, also auch auf lange Reichweite, scheißegal. Ja. Und 22 Schuss. Davon träumst du. Naja, träumen tue ich von anderen Sachen, aber... Ja, das war's im Prinzip mit Runde 2 und ich denke mal Runde 3 wird es richtig knackig werden. Schauen wir mal. Ja. Spiel läuft auf alle Fälle anders, als ich mir das so dachte. Ja, wobei die Runde auch irgendwie blöd für mich war, weil ich mich nur gezogen habe und nicht auf deine Sachen kontern konnte. Ja, das stimmt schon. Das ist für dich dieses Mal etwas blöder gelaufen als für mich. Allerdings dafür habe ich natürlich meine große Unterstützung. Naja, ich habe es auch dämlich reingezogen. Ich bin immer kein Freund von diesem Stellungsspiel. Wo kommst du rein, wo komme ich rein? Manchmal muss man einfach ein bisschen agieren und entweder hat man halt Glück oder man hat kein Glück. Du hast ja, wie gesagt, diesen einen Würfel. Ja, ja. Den triffst du dann und dann musst du halt noch, hast du ja gesehen, der erste Schuss vom Tiger hat auch nichts bewirkt. Nee, das stimmt. Und wenn du bedenkst, dass der die dicke 8-8er drauf hat, Ja. sollte eigentlich schon mehr passieren. Ne? Ja, ja, stimmt. Aber das ist, ja, wie man es immer hat, das ist auch viel mit dem Würfelglück. Ne? Ja. Die Taktik ist nur ein Teil. Ein Teil ist die Zusammenstellung und ein Teil ist das Würfelglück. Man Genau. kann auch mit einer Scheißtruppe gewinnen, Ja. wenn man Glück hat. Ja, so sieht's aus.
Runde. Dry. Ja, dann. Schauen wir mal. Grau. Ich mache einen Snap to Action mit meinem Offizier. Wie immer, ein Erklärchen. Du hattest einen First Lieutenant, ne? Ja. Nehme ich hier die Toten noch mal kurz zur Seite, die Verluste. Möchtest du die Deutschen bei dir oder? Nee, kannst du alles bei dir. Das können wir hinterher das Tablett nehmen und können da ein Resümee mitziehen. Alles klar, dann fängt der Offizier an. Und zwar schießt er. Er bewegt sich ein bisschen und schießt. Weil ich hier irgendwie ein bisschen Platz machen muss. Ne, 3. Ne, ich hab's angesagt. Ja, einmal das und zweitens, du hast zwei Figuren mit Sturmwaffen, deswegen ist es scheißegal, ob du dich bewegst oder nicht. Ich will halt nur auch nicht riskieren, dass du hier irgendwo Nahkampf gehst, aber die können nicht und die können auch nicht. Was du immer glaubst, was meine Jungs können. Möchtest du down gehen? Ach ja, die sind ja gar nicht mehr down. Die waren ja gerade down. Nö. Okay. Dann sind das 4 Sturmgewehrschüsse auf Point Blank. Dann zeige ich mir die Einsen. Tatsache, es muss auch immer eine 1 dabei sein. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Und es sind Veteranen. Oh, dafür sind es 3 Tote. 3 Tote? 2 Picken. Nein, 3 Tote. Oh. Ganz haarscharf am Testen vorbei. Ich muss mal ein bisschen umbauen, damit die Reichweite nicht verletzen. Zack. Und Pin mehr, dann haben wir 4. So. Dann versuche ich taktisch die jetzt zurückzuziehen. Muss sie erstmal. Genau, weil wir ja auf Siegpunkte spielen, möchtest du die wahrscheinlich nicht aufreiben lassen, ne? 7. Passt doch. 7, 8, 9 und du hast den Offizier. Ja, nicht mehr in 6 Zoll, ne? Aber 7 passt doch. Ja, passt. Ja, genau. Ich möchte nämlich nicht riskieren, hier die Jungs zu verlieren. Das war jetzt ein kleines Team, das ist für mich natürlich auch nochmal optimal. Ich gehe trotzdem volle Granate zurück, bewege mich praktisch hier hinter dem Tiger. Auch wenn ich jetzt hätte noch 2 Gewehrschüsse abgeben müssen, aber kann man jetzt bedenkenlos ignorieren. Christian schon sagt, es geht hier um Siegpunkte für vernichtete Einheiten. Genau. So, und dann hätten wir noch einen. Das war der Offizier. So. Und wir könnten die Macht des Tigers ausspielen. Wir könnten die Macht des Tigers ausspielen. Der Tiger kann sich 45 Grad drehen. Jetzt bewege ich die, ich bin da vollkommen lost. Ich kann mich hier gar nicht richtig bewegen. Ich bin ein bisschen eingefahren mit dem Tiger. Das muss ich mir überlegen. Der Offizier stand hier. Der kann auch nur diesen Trupp hier noch aktivieren. Das heißt, ich kann nur diesen Heerestrupp. Ach so, weil du mehr 6 Zoll entfernt Richtig. bist. Ja, alles klar. Das bedeutet, ich lege den auf Ambush. Ja, die anderen können ja gar nichts machen. So sieht's aus. Nächster Würfel. So, das gefällt mir schon besser. Christian ist dran. Alles klar. Ja, ist für mich klar, was ich mache. Es gibt mein Primärziel im Grunde genommen nur her. Zack. Ja. Ich werde versuchen,
den Tiger zu beschießen. Ja, dadurch, dass du ja drauf schießt, kriegst du ja auch keine. Für die Tiger 4 bekommst du jetzt. Muss ich nicht testen, Malus, genau. Dementsprechend. Wenn du das als Ziel hast. Ich habe mich bewegt, ist die 4. Mess mal bitte die Entfernung. Wir haben 12. Das heißt, es ist sogar kurze Reichweite, es bleibt dann bei der 4. Feuer frei. Eine 6 ist getroffen. Genau. So, dann haben wir eine 5 plus 4 ist die 10. 10er Panzerung. Freier Streifschuss, ne? Müsste Ist ein Streifschuss. sein. Ist ein Streifschuss. 10er Panzerung. Ja. Aber ich gucke mal. Die musste nochmal würfeln. Ich wollte gerade sagen, den habe ich jetzt da super gewürfelt. Zack. Das wäre eine 4. Beim Streifschuss wäre das, glaube ich, eine 1, ne? Ich muss den Streifschuss gucken, das weiß ich auch nicht mehr aus dem Kopf. Ich meine, es ist eine -3 auf den Würfelwurf. Wir gucken nochmal. Jo. So, genau, wir haben nachgeguckt, haben einen Streifschuss verursacht. Der Streifschuss bedeutet W6 minus 1. Ich habe eine 4 gewürfelt, dementsprechend haben wir nur eine 1 gewürfelt. Crew Stunt, das bedeutet ein Pin plus 1 und ich habe einmal kurz würfeln dürfen auf Turmblockade. Das hat allerdings nicht funktioniert, dementsprechend ja, ist der Panzer noch ganz normal einsatzfähig. Ja, Weiter geht's, würde ich sagen. so sieht's aus. Grau. So, grau. Wir haben da hinten noch einen Druck. Wir haben die Jungs. Wir haben die Jungs. Und du hast auch noch einen Trupp draußen. Stimmt. Das ist eine gute Idee. Bei den würde ich jetzt auch spielen. Da habe ich übrigens den Würfel gar nicht reingetan. Ich versuche die Kameraden mal reinzuholen. Wow, sie kommen rein. Eine 6. Sagenhaft. Das ist gut, dass die reinkommen, weil die kommen hier rein. Weil dieser Trupp da hinten ist kreuzgefährlich. So, und dann wird auch fleißig drauf geschossen. Erstmal Distanzen messen. Ja, es ist über. Ja, 2 sind in 12. Die restlichen sind drüber. Wir haben aber ein Sturmgewehr, oder? Haben wir ein Sturmgewehr? Ne, wir haben kein Sturmgewehr. Okay. Nur Gewehre, beziehungsweise 2 Panzerfäuste wären noch mit drin. Möchtest du down gehen? Nee, ich muss ja irgendwas noch tun können. Obwohl, es geht ja um Siegpunkte. Oh, weißt du was? Ich gehe down. Ja? Ja. Gut, dann angel ich dir mal einen Würfel raus. Das sind Fallschirmjäger, ne? Hm. Gut. So. Wir haben uns bewegt. Wäre die 4. Du bist down, ist die 5, 6. Für 2 Gewehre, weil 2 Gewehre in kurz sind. Haben nicht getroffen. Und dann haben wir noch 5. Die Auf wären auf die 7. Schießt du eigentlich Panzerfäuste oder? Nee, das macht keinen Sinn. Ja, wir haben nur 12 Zoll Reichweite. Ach stimmt, da war ja was. 2 Sechsen haben wir schon mal. Knapp dran vorbei.
aber du bist down gegangen. Das ist für mich auch okay. Und das da erstmal noch ein bisschen die Luft rausgenommen. Grau. Geht das schon wieder los. Nächste Runde ziehst du. So, du bist da down. Komm, die mit dem Mörser. Wir haben uns da schon eingeschossen. Wir müssen jetzt die 5. Da ist nichts passiert. Die haben sich auch nicht bewegt. So, komm Jungs, eine 5. Ja! Jens, es hat sich doch bewährt. Wir haben eine Zollschablone beim leichten. Jens, wir haben den Chris endlich vom leichten Mörser überzeugt. Hat lange gedauert, aber naja. Ja. Schön finde ich, dass du in deiner Kampagne deine ganzen leichten Mörser rausgeschmissen hast. Ja, richtig. Das müssen wir alle zukaufen wieder. Mann. Du kannst aber da auch wieder down gehen, ne? Das stimmt, das halbiert. Ziel hast du, ne? Das halbiert, ne? Also ich könnte nämlich sogar 3 treffen. Ja, weil die sich ja noch kein Stück bewegt haben. Ja, dann würde ich ganz einfach sagen, jo. Gehst down, ne? Ja. Das reduziert. Die kriege ich mit der 4 plus den einen Malus wegen dem Tiger 4, kriege ich die wahrscheinlich so und so nicht sauber aktiviert. Deswegen gehen die wahrscheinlich gleich so und so down. Und dann, naja. Wird schwierig, ne? Ich räume mal die 3 hier schon mal ab, das verwirrt mich hier ein bisschen. Ja. Und ein High 1 Zoll, da waren auch mehr Pins, glaube ich, ne? Da waren mehr Pins und jetzt ist ja durch das Down ist ja reduziert, ne? Ja, die Treffer halbiert. So, das heißt normalerweise würde ich jetzt... Einer weniger. Normalerweise sind es 1,5, okay. Aber es wird ja mal aufgerundet in der Beziehung. Dementsprechend. Also ich würfel erstmal. Hast du 2 Treffer? Ich meine mit einer HE2, mit einer DSK von 2. Ich muss mal in das schlaue Buch gucken, weil ich habe ja noch nicht so oft einen Mörser gespielt. Vor allem keinen leichten Mörser, ne? Ja. So. Da steht nur die HE1 und dann musst du auf die HE-Tabelle einmal gucken. Die ist, glaube ich, eine Seite vorher. Oder hinterher? Ach, irgendwo. Da ist sie, genau. Ich meine 2. DSK plus 1. Ah, plus 1 sogar nur. Ah ja. Wie viele Pins? Pins W2. Alles klar. So, wir haben jetzt 4, ne? Aber da habe ich im Prinzip keinen gekillt, ne? Nein, richtig. Du hast zweimal eine 3 gewürfelt. Es ist ein plus 1. Dementsprechend. Schade. Ja, meine Jungs sind gut. Ist halt die 501. ne? Ja gut, aber ist halt jetzt der leichte Mörser. Dass der natürlich jetzt nicht so einen Bums macht, ist auch klar. Gut, dann haben wir jetzt Pins. Genau. W2. W2 Pins. Dann würfel Also mal. einen hast du sowieso, ne? Oh ne, dann würde ja plus 1 Nee, stehen, ne? Ja, das okay. ist nicht plus, sondern 2 Pins. 2. Genau. Dementsprechend haben meine Jungs jetzt schon 6 Pins. Aber die fressen natürlich auch ziemlich gut Futter, ne? Also wenn ich jetzt bedenke, es sind immer noch 6 Figuren von 12. Gut, du könntest natürlich auch noch Rallye-Befehl machen. Ist auch alles noch im Rahmen, ne? Ist halt nur schade, weil es war ein großer Trupp, klar, aber du hast ja gesehen, wie viel Feuer ist da jetzt schon draufgegangen, ne? Ja. Also ich sag jetzt mal, immer nur kleine Trupps. Diese 7er-Regel für Turniere ist ja auch nicht immer die beste. Da hat sich ja mal irgendwann rauskristallisiert, 7-Mann-Trupps ist immer so die beste Stärke. Ich finde, manchmal sind so volle Trupps auch nicht schlecht. Erstmal kannst du ja, wenn sie noch voll sind und so, immer gegen die volle Moral testen. Und bei den Fallschirmjägern ist ja durch das Starborn und so der große Vorteil, dass die ihren Moraltest immer gegen die volle Moral machen, ne? Nicht die Befehlstests, sondern nur den Moraltest. Gut, klar, man hat dann immer irgendwo eine Einheit, die jetzt halt auch nicht den Schadensoutput jetzt gemacht hat am Gegner, aber das Umgekehrte, dass sie halt jetzt extrem viel Einheit bindet. Die halt polarisieren natürlich auch sehr mit dem Standpunkt, den sie hier haben, ne? Ja, klar. Ja, gut, aber der Mörser hat schon mal getroffen. Ne? Genau. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal diesen Truppe schießen würde in der nächsten Runde... Auf die 2. Auf die 2, ne? Weil dann bist du eingeschossen. Ja. Alles klar. So, jetzt habe ich mal eine Pause. Jetzt ist Christian dran.
So, Christian, wirft erstmal die Würfel weg. Derweil erkläre ich eben noch mal kurz, was er vorhat. Und zwar unten im Haus sind ja nach wie vor die Ranger drin und haben jetzt hier den frisch eingetroffenen Granny-Trupp ins Visier genommen. Unten von dem Wintergarten aus haben sie so eine gute Sicht, dass das LMG und die Bar ohne Deckung auf den Trupp schießen kann. Und das macht Christian jetzt. Genau, ich habe einfach mal die Würfel mitgebracht. Das bedeutet, ich schieße auf die 3, weil es ist auch kurze Reichweite. Und würfel jetzt einfach mal hier vor Ort. Ja, würde ich sagen, einer hat nicht getroffen. Jo. Dann schauen wir mal, wie viele Funken dabei sind. Ich sehe eine 6. Da kannst du nochmal picken. Nein. Aber ein Pin und einer weg. Ja, für 6 Schuss. 2 hätte ich So lala. Ne? Ja, so lala. Ja, guck, was haben wir denn noch drin? 4 graue und 4 graue. 3 von mir. Ja, ich musste dir einige Würfel mopsen. Ja, weiter geht die wilde Fahrt. Ja, und wir haben... Hier ist er jetzt geschossen worden. Wo ist denn dein Würfel? Für hier gebe ich das hier schon wieder. Ja, gute Da ist Frage. irgendwo ein Würfel. Ah, ich weiß, wo er ist. Die vergisst man mal so schnell. So sieht's aus. So, du hast immer noch den Dingsbums-Trupp draußen, den Pachatrober-Trupp, ne? Ja. Okay. So, was machen wir denn am schlausten? Die im Haus, die nerven mich auch so extrem. Weiß auch nicht. So, hier könntest du rein theoretisch auch down gehen, wenn ich dich beschießen würde. Weißt du, was ich hier gerade mal so sehe? Hast du nochmal den Laser? Ja, Klärchen. Wie sieht das denn hier aus? Ah, kriegen sie noch Deckung, ne? So, wenn ich den Ambush jetzt schon löse und nicht später erst. Na gut, die haben wir jetzt schon. Hier müsste ich jetzt auch würfeln, oder nicht? Was willst du würfeln für den Ambush? Weil Den Ambush lösen kannst du nur am Ende des Spieles. außer Die wenn müssten jetzt sich noch- bewegen die oder hätten jetzt schießen. schon- Die hätten jetzt reagieren müssen. Ja, das Ja. habe ich dann zu spät gemacht. Okay, gut, egal. Tja, schwierig. Tja, ich bewege mich jetzt hier mit dieser Truppe. Die Frage ist, macht es Sinn, deine Leute jetzt im Haus zu beschießen? Die bekomme ich nicht geknackt. Dann verheizt sich die hier. Komm, hier, der Sniper hat noch nichts gemacht, der schießt. Und zwar schießt er hier drauf. Bums. Ja. Passt, ne? So. Und er trifft. Ja. Bam! Das Team ist weg. Sayonara. Du hattest ja nur Angst. Das war jetzt einfach nur so eine Hauruck-Aktion. Ich hatte es eigentlich gar nicht vorgehabt jetzt. Ich dachte, hat er ja noch die Hoffnung, du vergisst das Team. Nee, ich habe es gesehen, aber ich war mir jetzt unschlüssig, ob ich die jetzt wirklich mit dem Sniper angehen soll oder mit irgendeinem anderen Trupp. Aber manchmal muss man es auch so lösen. Ne? Okay. Ja, du darfst ziehen. Ne? Zieh dich bitte. Also ich habe heute irgendwie... Ja, du hast doch so gesagt, dich. Also habe ich dich gezogen. Ach Leute, komm. Ich gehe hier in den Ambush. Mit dem muss natürlich trotzdem checken. Die haben einen Pin. Der ist weg. So. Okay. So, also jetzt habe ich ja wirklich nicht mehr viel drin. Das sagst du. Es sind immer noch 2. Ja.
Es ist aber diesmal ein grüner. Meine Ranger werden sich Richtung Haus bewegen, durch das Tor. Dafür muss ich allerdings erst einen Befehlstest bestehen. Mit einer 4 ist das kein Thema. Okay, und wenn sich Christian durch das Tor bewegt, werde ich den Ambush jetzt hier mit dem Drupp hier unten lösen. Ich lasse ihn erstmal noch ein bisschen rauswatscheln. Jo. Kann sich dahin bewegen. Dann werde ich jetzt nochmal das Feuer eröffnen. So, Christian hat sich wie gesagt ja jetzt hier rausbewegt. Der hat jetzt hier noch ein Hindernis vor der Nase, was mich ein bisschen von der Sicht einschränkt. Deshalb geht mal hier auch nochmal leichte Deckung. Mein LMG schießt hier zusammen mit den Gewehren. Es ist 11 Zoll, das heißt, es ist kurz für alle Beteiligten. So, wir haben 5-mal das LMG und 3-mal Gewehrschützen. Auf die 3, ne? Ne, auf die 4 wegen leichter Deckung. Mhm. 2 nicht. So, wir haben immer noch den Veteranentrupp. Jetzt kommt der schwierige Wurf. Und das ist tatsächlich auch nur einer. Warum soll es dir besser gehen als mir? Ja, doch, ich hab ja nichts. Einer ist tot. Und Ein Pin. du bekommst wieder einen Pin. Und da ist jetzt deine Aktion. Bist du gerannt oder hast du einen Advance? Advance. Okay, Ich wollte dann nämlich kannst du oben auf den Sniper schießen. Dementsprechend, ja, werde ich mal mein Feuer loslassen. Kleines Team. Wie weit ist die Entfernung? Könntest du bitte 11 einmal... Zoll. 11 Zoll? Okay. Dann kann sogar die MP schießen, die vordere. Ich glaube, die hintere ist dann außer Reichweite. Achso, ja, das kann ich nochmal abmessen. Das nochmal abmessen, genau. 13. Ja, dann ist nur die vordere entsprechend in der Reichweite und dann würde ich dir jetzt mal hier die Kamera übergeben. Kleines, Das wollte mit meinen Würfeln. kleines Team wäre die 4, also bei der MP jetzt die 4. Lange Reichweite, die 5 und 7. die 7 wegen schwerer Deckung. Genau, und bei der Bar wäre es kurze Reichweite und dementsprechend auf die 6. Genau. Genau. Die Kängurus sind wieder entsprechend die MP. So, ich sehe schon mal auf alle Fälle einen Treffer. Die MPs treffen nicht. Es ist auf alle Fälle schon mal ein Pin und ein Toter beim Toter. Sniper. Das heißt, er ist ohne Kompagnon. Stimmt. Also muss er gehen und reiche mir einen Pin. Zack. Ja, jetzt ziehe ich mal gleich den nächsten. So, dann versuche ich mal endlich den letzten Fallschirmjäger-Trupp hineinzubringen. So. Das Ganze versuche ich mal hier mit einem Test. Mal gucken, ob die Frauensäcke jetzt endlich kommen. Oh. Ja, das sind Jamis. Ja, das sind Jamis. Ganz knappe Geschichte wieder. Es ist, die wollen auch schon fast wieder zu Hause bleiben. So, der letzte Fallschirmjägertrupp hat das Spielfeld auch endlich erreicht, das Schlachtfeld. Macht hier einmal einen Run. Und will jetzt hier seine in Bedrängnis gekommenen Kameraden unterstützen. Das ist deine Interpretation. Ja, ist meine. So, jetzt bin ich noch einmal dran und danach gibt es noch 2 deutsche Würfel. Jo. Ach hier, dein General. Genau. Ins B. Da ist ja kein General, ne? Das ist ja nur. Ja, deshalb sage ich ja ins B, ne? Das sieht so aus wie ein Aber wie General. gesagt, die Figur hat 2 Pistolen. Du weißt ja, wie das ist mit den Männchen, ne? As described on the Mini. Ja, ja. Na komm, dann hättest du ja auch Snap-to-Action machen können eigentlich, ne? Stimmt Mit deinem allerdings, Trupp. ja. Ich Das machst du vergesse immer, das vergisst du echt immer, ne? Das ist so. Das ist eine Regel, die ignoriere ich einfach weiterhin. Ja, ich würde den auch einfach mal hier
12 Zoll rennen lassen. Zack. Der gehört ja auch zu seinen Jungs, der treibt die mal an. Ja, ich weiß, wir spielen auf Siegpunkte, aber von nichts kommt nichts. Muss ich trotzdem erstmal erledigen, ne? Ich werde jetzt hier mit diesem Veteranentrupp einfach noch weiter vorrücken und hier die Kameraden noch unterstützen und mich jetzt hier In die Deckung bewegen. weiter am Zaun entlang, genau in die Deckung, damit ich hier nochmal schießen kann. Genau. Und danach haben wir dann noch den letzten Würfel für die Katze. Genau. Ich schieße jetzt aber erstmal, und zwar diesen Trupp nochmal in den Rücken. Mhm. Was haben wir jetzt hier? Wir haben 8. Wir haben ein Sturmgewehr. Die Panzerfäuste waren hier alle verschossen. Der Trupp hatte noch keine Panzerfaust. Von der Warte steht aber mehr als die Hälfte in leichter Deckung, ne? Wegen den Holzkisten. Ja, das ist korrekt. Dementsprechend würdest du dann bekommen 2 für den Down, 1 für die leichte. Und das heißt, das Sturmgewehr auf die 6 und die anderen auf die 7. Oder? Habe ich was falsch gerechnet? Sturmgewehr ist kurz. Ist die 3, ist ja nicht bewegt. Aber du hast den Down, -2. Du hast die leichte Deckung, ist -1. Ach, die sind down. Das habe ich vergessen, ja. Genau. Ich mache erstmal das Sturmgewehr, die 2 Schuss auf die 6. Warte, ich nehme mal hier mein Würfelgemenge weg. Nein. Genau, und die restlichen. Wir haben, ich schieße einmal mal die 2 Panzerfäuste einfach so ins. Nirvana, du brauchst sie ja nicht mehr. Aber die wären die 7 auch, ne? Lang ist nicht bei denen. Würdest du sie treffen und sie treffen auf die 7, würdest du natürlich besser verwunden. Ja, aber ich gebe dir recht, das ist eigentlich vergeudet. Quatsch. Dann mache ich daraus die Gewehrschüsse. Schüsse, da hätten wir noch 5 Gewehrschüsse. Die müssen wir auch auf die 7. Nope. Ja, nope. Ja, wie gesagt, also ne, hier so die Jungs, die halten ganz schön was aus. Ja. So, jetzt haben wir trotzdem ein Riesenproblem mit dem Tiger. Weil 2 Pins können manchmal schon reichen, dass der jetzt nichts macht. Der Offizier ist auch nicht mehr nah genug. Richtig, einen Offizier habe ich jetzt idiotischerweise zu weit weg. Mach doch einfach, überleg dir was und mach einfach einen Test. Ich glaube, drüber nachdenken bringt so und so nichts. Nee, doch, ob ich jetzt einen Rallye-Befehl mache. Ach, das meinst du? Ja, okay, das kannst du natürlich auch machen. Das ist ja der ausschlaggebende Punkt. Oder ob ich jetzt versuche, ich gehe auf Risiko, du bist auch hier auf Risiko gegangen. Ich mache einen normalen Moralcheck. Von daher ausgleichende Gerechtigkeit. Christian hätte hier genauso nicht vorrennen müssen mit seinem Offizier, von daher. Ja. Und? Down. Siehst du, und so sind wir wieder in der Waage des Schlachtfelds. Und alle sind zufrieden. Genau. Runde beendet, wir räumen ab und sind wieder da. So, ein grüner Würfel. Ich
glaube, ich werde die Jungs nochmal advancen lassen. So, dann check mal. Jo. Dann Offizier ja gegen die 10. Oh, da draußen ist Party. Komme ich bis vors Gelände. Mhm. Und werde nochmal auf deinen Sniper schießen. Ich gehe aber. Willst du die Reihen schließen? Na, ich gucke, ob ich down gehen will. Ja, das ist ja klar, das meine ich damit. Möchtest du down gehen, du feiger Wicht? Ich würde es sogar machen. Dann greife ich hier mal schnell einen. Das ist jetzt, er hat eigentlich auch schon gut heute gerockt. Wenn er jetzt mal down geht, ist das jetzt nicht weiter schlimm, aber er ist ja nur noch ein Mann. So, das bedeutet. Ich messe mal kurz die Entfernung. Der vordere ganz haarscharf innerhalb von Short Range, also Point Blank, die MP auch, die anderen beiden nicht. So, das heißt, eine Bar schießt auf Point Blank, das ist die 2, die harte Deckung ist die 4 und das wäre die 6. Ja. Keine 6. Die MP wäre kurze Reichweite, Point Blank und im Grunde das gleiche. Auch keine 6. Und die hinteren hätten entsprechend beide einen mehr. Das heißt, die anderen beiden auf die 7. Nein. Jo. Dann war das mit dem Downgehen. Eine weise Entscheidung. Ja. Weil es waren nämlich einige von ihnen dabei. Die hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt. Das könnte sein. So, der deutsche Offizier hat ein Snap to Action gemacht, hat sich selber ein kleines Stück zurückbewegt und Schieße jetzt noch mit dem. genau, er wird noch mit geschossen auf Diesen den Para. Ja. Also nur mit den einen Mann, der da noch vorlugt. Genau, das heißt also 2 Schuss auf kurze Reichweite. Eine 6 ist dabei. Nein. Aber kein Toter. Aber der Pin geht auf die 7. Auch wir brauchen einen weiteren Würfel, bitte. Jo, und dann würde dieser Trupp hier drin das Feuer eröffnen. Das sind wir immer noch. Das ist ja Point Blank da. Ich habe das LMG. Jetzt wird es, glaube ich, ganz Und interessant. 3 normale Yogis. Ich würde mich in den ja. Dreck schmeißen. Ja, wollte ich gerade fragen. Ich vorhin auch schon machen müssen. Ob du Daumen gehen möchtest. Ja gut, da kann man ja auch was zu sagen, ne? Entsprechend. So ganz so lange werden sie, glaube ich, nicht mehr überleben. Also langsam kommen sie ja an die Grenze. Nur das Down praktisch. Ne? Genau. Point Blank auch gewesen. Oder Bins. Das heißt, normalerweise die 2, die 4 jetzt. Aus der Perspektive ist ja auch keine Deckung da, genau. Ein Treffer, 2, 3, 4, 5 Treffer. Und wir haben immer noch die Veteranen. Da muss ich nochmal das raus. 2. Bleiben 2, einen kannst picken. Nein, 2. 2 Tode. So, damit hast du jetzt aber die Dingsbums erreicht. Die Testgrenze. Ja, du hast jetzt mindestens die Hälfte. Soll ich die einfach mal so. Und jetzt musst du ja checken mit Dings, ne? Ja, das müssen wir jetzt irgendwie anders machen. Wir müssen ja die 1 Zoll Regel irgendwie behalten. Das heißt, ich müsste die vorderen wegnehmen.
Oder die anderen nachziehen. Ach, weil das dahinter Offizier der NCO war? Das ist ja, glaube ich. Nee, Ach hier, ich habe diesen Trupp. Genau. Das immer als eigenständige Einheit. Nee, Ja, der alles- NCO ist ja, ja, genau, alles richtig. klar. Das ist keine eigenständige, das sind halt- Stimmt, somit hast du ja auch gar nicht hier das Limit. Ich Mhm. habe jetzt gerade nur die 4 Mann gesehen. Ich habe das schon wieder vergessen. Deshalb alles okay. Du kriegst jetzt nur einen Pin mehr. Ja, ja, genau. Genau. 2 Pins noch und sie sind aufgerieben. Ja, ist schon krass, aber viel eingesteckt, ne? Aber hammermäßig viel. Wahnsinn. Ich gebe dir schon mal die Verluste, weil die sind ja jetzt klar. Und entsprechend. Ja, die haben sich komplett falsch positioniert, aber haben natürlich sehr viel von deiner Kraft gebunden. Deswegen machen sie sich eigentlich bezahlt. Ja, Ich bedenke, dass du mit den ganzen Trupps hier im Grunde genommen 4 Runden lang nur auf mich geballert hast. mit sehr vielen Einheiten. Ja, genau. Ja, also kann man sich jetzt schon mal nicht beschweren. Ich ziehe mal den nächsten Würfel. Grün. Grün. Ja, grün, grün. Wenn Spaniens Blüten gelb sind. Ich überlege und dann kommen wir wieder. So, Christian wiederholt jetzt hier nochmal die Situation mit dem Bar- und LMG-Schützen, der hier auf diesen Trupp feuert. Da hat sich nichts verändert. Das bedeutet, Christian muss auf die 3 treffen. Sieht schon mal etwas besser aus als gerade. Es ist nur einer versammelt. Und auf Und jetzt kommt vielleicht mal ein mehr tot als, ne? Und überhaupt. Ne, es ist Einer. wieder nur einer. Ein Pin, ein Toter. Zack. 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 Jo. Ja, Veteran gegen Veteran. Das ist halt ein Spiel, ne? Das ist ein Zermürbungsding, ja. Genau, grauer Würfel. Germany. Ich guck, was ich mache. Dann würde ich jetzt den Tiger aktivieren. Ich habe meinen Offizier hier ein bisschen rangerückt. Das heißt, ich habe eine höhere Chance jetzt den Tiger zu entpinnen. Mit einer 4 passt das sogar. So. Und zwar würde ich jetzt mich einfach hier ein bisschen zurückbewegen, dass ich hier durchfahren kann. Mhm. So. Ich gehe einfach mal hier 2 Zoll, 3 zurück, drehe mich. Und fahre jetzt. Jetzt muss ich ja nicht so viel fahren. 4 nach vorn. Da wackelt die Mauer. Genau, wackelt die Mauer. So. Das heißt, ich würde versuchen, jetzt brauche ich mal eben kurz den Pointer. Das schaffe ich nicht. Dann machen wir das anders. Dann schieße ich hier hin. Würde jetzt praktisch hier mit der großen Kanone HE hier rauf schießen Mhm. und mit dem Bug-MG hier auf den angeschlagenen Fallschirmjägertrupp. Alles klar. Das ist der Plan. Ich fange an mit den Fallschirmjägern, die down gegangen sind. Die haben einen MMG, das heißt, das sind bei den Deutschen 6 Schuss. Wir haben uns bewegt, ist die 4. Du bist down, ist die 5, 6. Und du hast einen Pin, ist die 7. Und ich habe einen Pin, ist die 7. Das dürfen wir nicht vergessen, genau. Versuchen wir es mal. Oh, eine 6 sehe ich. Zweite 6. Das heißt, du hast getroffen. Und jetzt musst du noch eine 5 hinterherlegen. 2. Ja, Aber aber ein Pin. der Pin geht hoch, ja. Ist fast genauso schlimm wie getroffen. Irgendwie schon, ne? Ja, ja, sind, wo ist die 3? Die 3 ist geschoren. Da ist die 3.
So, hier braucht man nicht messen. Frage, möchtest du down gehen? Weil das schießt jetzt auch HE, ne? Nein, will ich nicht. Müssen wir kurz ins Büchlein gucken, was das bedeutet. HE, ich glaube sogar eine 3, ne? HE 3. Das kann gut sein, dass der eine 3 Zoll hat, weil das ist ja eine 8,8. Richtig. Eine Überschwere war das, ne? Ja. Das hat HE 3 in der Tat. So, Yes, indeed. dann deshalb immer noch die Frage, möchtest du down gehen? Nein, Okay, zähle drauf, dass du den Wurf vergeigst. 2. Nicht getroffen. Das war ja das, was ich dachte. Du hättest ja eine 5 würfeln müssen. Das heißt, du hast einen Pin, du hast dich bewegt. Wäre eine 5 gewesen. Ja. Aber die Chance hatte ich mir jetzt ausgerechnet, dass das nicht passiert. Die 3 Zoll Schablone wäre natürlich bei der Truppenstellung Ja, hier das ist- übel gewesen. Also 5 hättest du mindestens getroffen. Das stimmt. Ja, gut. Ja, gut ist halt Semi, ne? Das ist Genau. halt nicht das, was es sein soll, aber okay. Grau. Ja, komm, was soll der Geiz? Ich versuche, die jetzt hier zu entpinnen. Mhm. Also ein Rallye. Oder ein Nee, Befehlstest. ganz normal Befehlstest. Alles klar. Jo. Mit einer 6 passt das? So, auf 1. Und machen hier ein Advance. Zack. 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 Und die schießen jetzt hier drauf. Irgendeiner muss ja mal treffen. So, ich habe immer noch 2 Pasugas hier drin. Panzerfaust meine ich. Die sind auch in Reichweite und die Gewehre sind drunter. So, ich versuche jetzt einfach mal 2. Gibst du mir mal einen Würfel? Ich würde mal ganz gerne down gehen. Ach, jetzt möchtest du down Ja, jetzt möchte ich down gehen. möchtest Jetzt du ja. down gehen. Na dann. Gut, dann habe ich mich bewegt. Ist die 4, du gehst down 5, 6. Ja. Gut, ich mache jetzt trotzdem einfach mal die 2 Panzerfaustschüsse, egal. Vielleicht habe ich ja Glück. Nein. Keine 6 dabei. Dann sind die weg und dann habe ich noch 3 Gewehrschüsse, die sind auch auf die 6. Oh, die 2 machen es Treffer. aber, ne? Auf alle Fälle schon mal einen Pin. So, jetzt sind 2 Tode, dann bin ich ja auch zufrieden. Nein, kein Tode, nur ein Pin. Auch Pins ist so, da können wir uns echt totschlagen. Ne? Ja. Ja, so Veteran gegen Veteran, das ist echt übel. Ja, es ist schon ein halber Stellungskrieg, ne? Ja. Ja, man hat sich hier kaum bewegt, meiner Meinung nach. Ja. Diese Einheiten sind ein paar Zoll vor und zurück, haben sich bewegt, mehr nicht. Sehr undynamisch, dieses Spiel, ne? Es getraut sich auch keiner so einen Nahkampf, ne? Ich habe ja keine Waffen-SS, die noch Nahkampf und auch keine Japaner. Ja gut, aber fanatische hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass du damit nur in den Nahkampf gehst, oder? Ja, doch schon. Das ist zwar ein nettes Feature, aber muss das sein? Also ich gehe auch, also ich wäre jetzt auch hier mit meinen Jungs hier da, die wären auch in den Nahkampf gegangen. Wenn ich rangekommen wäre. Gut, wenn du viele Sturmwaffen hast, ist es vielleicht auch noch was anderes. Die Jungs sind Tough Fighter. Ja gut, okay. Aber ich würde jetzt meine Veteranen gegen deine Veteranen dann nicht verheizen. Das ist das Zündlein an der Waage. Letztendlich. Wenn ich fanatisch bin und ich unterliege dem Jetzt mal Nahkampf. ganz ehrlich, die hier liegen, und du kommst mit einem Achtertrupp, hier liegen noch 4 Mann. Das ist ja was anderes. Ich Ne? meine das jetzt hier hinten zum Beispiel, so eine Situation. Das würde ich nicht machen. Ja, okay. Das ist einfach 50-50. Deshalb, weil das ist, Nee, dann das- hast du sicher ja. Siegespunkte, wenn du den Nahkampf halt gewinnst. Oh, wir schauen mal. Das war. Naja. Gut. Next. Grau. Da habe ich auch noch mal grau liegen. Das war für den hier. Draußen war ja nichts mehr. So. Wir haben den Mörser. Komm. Der Mörser ist immer noch
in Feuer auf die. Genau, ist auf eingeschossen, dementsprechend auf die 2. Moment, ich komme zum Würfelbrett, bevor du würfelst. So, jetzt. Ah, ich wollte doch eine 1 sehen. Schade. Nein, ich Ja. nicht. Der ist ja heute Ja. auch mit so einer Einheit. Im Grunde genommen brauchst du nicht mehr würfeln. Dadurch, dass ich einen Pin bekomme, haben die 10 und sind aufgerieben. Das stimmt. Also, Das war's ne, jetzt, ne? das war's für das. Also 4 Runden haben sie durchgehalten. Wir sind in der 4. Runde. Ich finde dafür, okay, Die Einheit hat schon viel geschluckt. sie haben viel geschluckt, aber haben nicht einmal ausgeteilt. Nee, die haben Das in war der meine Tat- feuerkräftigste Einheit. Ah ja, Die egal. haben in der Tat keinen einzigen Schuss abgegeben. Aber ich meine, trotz alledem war es jetzt nicht komplett für die Katz, ne? Aufgrund dieser Situation. Ne? Ja gut, wenn wir auf Siegpunkte spielen, hätte man vielleicht das Spiel auch anders anfangen wollen. Wir sind halt eigentlich Szenariospieler. Ich spiele immer lieber so, wie ich fühle. Und das ist immer so ein bisschen für so ein ja, Siegpunktespiel eigentlich der falsche Ansatz. Ne? Da muss ich jetzt sagen, ich habe den Panzer falsch gezogen. Ich habe gerade meinen Offizier falsch gezogen. Manchmal muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man siegesbewusster an die ganze Sache drangehen will. Aber Das machen wir ja grundsätzlich Ja, ja. eigentlich nie, ne? Weil wir ja Richtig. eigentlich Spaß haben wollen, weil das dann, sage ich mal, so ein bisschen so eine energische Spielweise halt auf Sieg zu spielen. Deshalb spielen wir ja keine Turniere. richtig. Ja, das ist nicht Nicht unser Ding. Stil, genau. Ja gut, nee, würde ich sagen. Nächster Würfel. Da war der Der Beutelo ist bei dir. Mörser doch schon mal nicht schlecht. Ja, gut. Das hat jetzt auch weniger Einheiten. Ja, ich muss es einfach wieder erwähnen. Also der Mörser ist nicht schlecht. Vor allem, wenn du bedenkst, dass du die, ja, gerade bei den Japanern ja in die Trupps mit einbauen kannst. Das ist schon ziemlich krass. Ja, das muss ich wirklich nochmal ausprobieren. Das ist Wenn du wirklich so einen Granny-Trupp da hast, machst den 7 Mann groß, ein NCO, 3 von den Mörsern da rein. Und das ist echt heftig. ja, ich denke auch. Ich muss es einfach nochmal austesten und es einfach nochmal spielen. Okay, dann feuere ich nochmal. Auf was feuere ich denn? Auf einen Offizier? Ja, Punkteabstauber. Nee, der könnte auch down gehen, das wäre sinnlos. Ich mache hier auf den Trupp, da bin ich ja auch in Point Blank. Alles okay. Vielleicht reicht das ja hier schon. LMG mit 3 Gewehren. Zack, zack, zack. Du hast immer noch leichte Deckung, würde ich dir zugestehen, dann hebt sich das auf, also treffe ich dich auf einer 3. Zwei weg. So, jetzt kommt wieder der harte Wurf, wie immer. 4 Veteranen auszuschalten, mal gucken. Einer. Nur einer. Picken. Einer nur. Das ist halt das sehr mühselige einfach, ne? Zack. Ja, weißt du, was wir hier vergessen haben? Hm? Du bist ja der NCO, den habe ich dir rausgeschossen, ne? Falls du mal testen musst wieder. Stimmt, rate mal, warum der Offizier dahinter steht. Ja, jetzt in der Situation stimmt. MP-Mann weg? Ja. Okay. Gut. Ja, somit haben die auch noch nicht mal mehr genug Handgranaten, um deinen Tiger anzukratzen. Nee. Naja. Naja gut, aber Tiger muss auch noch ein bisschen was machen heute, sonst ist er sprichwörtlich für die Katze. So, komm, hier. Wie hieß der, dein Sergeant da hinten nochmal? Mein Sergeant? Ja. Ach, du meinst hier Der mit der Machete da? Slaughter Mike. Ja. Slaughter Mike. Wo ist er? Slaughter Mike. Weiß ich gar nicht. Wo ist er denn? Hier, Wenn du Alter. die überhaupt nehmen Machetenman, willst, hä? ne? Wenn du die überhaupt Ja, weiß ich noch gar nicht. Ich habe ja da hinten auch noch welche, ne? Aber Aber warum? Die sind, ach nee, die sind noch down. Aber da liegt der falsche Würfel. Ja, die Würfel sind ja jetzt eigentlich Schall und Rauch. Das ist ja nur für die erste Runde, haben wir eine andere Farbe genommen. Deswegen ist das ja. Ich ziehe die ja nicht, ne? Sind zwar Ich hab rote dir die Würfel, falsche aber ausgegeben auch. das ist scheißegal. Das sind ja, ab der Runde ist das ja egal, Ich mach's sobald die drin sind. trotzdem mal so für. Ja, für die Optik, ne? Ja, ja, ist okay. Für meinen Ist Kopf. okay. Ich weiß nicht, welche Einheit ist. Genau. Na gut, dann hättest du ja noch die Ranger im Haus, den Offizier
Ja, die Ranger im Haus haben geschossen. Da liegt schon ein Würfel oben drauf. Ach jo. Die hatten schon ihr Vergnügen. Was ist denn dann bei dir noch? Das Der Offizier. Und die Einheit da hinten. Ja, das war's. Ist das ja. Genau. Ja, braucht man auch eigentlich nicht drüber nachdenken. Ich werde die hier mal... Vogel. Dann kannst du mir ja hier was geben. Dann kannst Genau. du schalten und walten. Schalter Walter. Dann muss ich erstmal gucken. Hier. Wo hatten wir noch Maßbänder? Ah ja, genau. Messen. Ist auch immer noch eine saugefährliche Einheit. Okay. Rum. German. So, schnell noch von der Runde 4 die restliche Zusammenfassung. Hier vorne hat sich der Offizier noch bewegt, hat auf den Trupp im Haus mit seinen Pistolen geschossen, weil Patton hat ja zwei Revolver. Dementsprechend gab es sogar einen Pin, genau, einen Treffer. Dann hatten wir hier vorne noch einmal Feuer gegen die Ranger im Haus. Der Trupp hat auch einen Pin verteilt, hat aber keinen erschossen. Ich glaube, das haben wir schon gesehen. Hier hatte ich vorhin die Fallschirmjäger bewegt und das war es, glaube ich, auch schon. Ne? Es waren ja nur noch 2 Würfel. Richtig. Genau, wir sind jetzt am Ende der 4. Runde. Die 5. wird wieder im Schnelldurchlauf laufen und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zur Zusammenfassung. Ja. Ja, Leute, kurze Zusammenfassung. Wir haben ein kleines bisschen was gemacht hier. So, ich fange mal einfach hier drüben an. Genau. Mein Offizier ist beschossen worden. Der konnte diese Runde gar nicht so angehen. Der Veteranentrupp ist ein kleines bisschen nach vorne gegangen in die Deckung, hat versucht, den Trupp unten im Gebäude zu beschießen. Hat das auch geschafft, hat 2 Treffer gemacht, 2 Tote auch verursacht und einen Pin verteilt. Der Sniper hat versucht zu schießen, ist aber down gegangen. Hier vorne, meine Fallschirmjäger haben sich ein kleines bisschen bewegt, haben die Jungs mit dem leichten Mörser
beschossen und dementsprechend auch einen davon getötet. Der Offizier hat einen Snap to Action gemacht. Dementsprechend ist hier vorne eine Truppe im Haus, die Heerestruppe, in Ambush gegangen. Das wollte ich dann noch lösen. Stimmt. Genau, das wolltest du gleich noch lösen, das machen wir auch gleich noch. Und der andere Trupp ist allerdings nicht mit dem Snap 2 hinter der Mauer hervorgekommen und hat sich hier vorne positioniert. Der Tiger ist mit dem Snap to Action vorgefahren, hat sein MG auf den Fallschirmjäger-Trupp losgelassen. Die sind down gegangen, dadurch keine Verwundung, allerdings natürlich der Pin hoch. Der ist mittlerweile bei 3, weil der Trupp davor auch auf die geschossen hat. Und ja, somit haben wir jetzt einen Down und 3 Pins. Dann haben wir zum ersten Mal auf ein Gebäude mit einer überschweren Pack geschossen. Die hat mit HE auf das Gebäude geschossen und entsprechend einen der Ranger im Haus erwischt. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich mich verschluckt. Ja, dementsprechend hier ist der eine Mann Verlust auch zu sehen. Ja, das ist so die Runde im Schnelldurchlauf. Und dann würde ich sagen, wir räumen ab und dann kommt die letzte. Jo. Willkommen zur letzten Runde, der 6. Runde. Danach ist endgültig Schluss und wir starten mit dem Paratrupp. Beziehungsweise mit irgendeiner amerikanischen Truppe. Ja, dann versuche ich doch mal hier vorne einen Nahkampf auf die kleinen Fraggles. Oh, Mal gucken, ob das was bringt. Ja, Abwehrfeuer kann ich nicht machen, weil du zu nah bist. Ich muss erstmal einen Order-Test machen. Und Also, testen, ne? Das stimmt. Mit 2 Einsen haben die sogar keine Pins mehr. Oh. Ja, dann mal ran hier. Zack, zack, zack und zack. Jetzt muss ich nochmal gucken. Achso, wie viele MPs hast du denn? 2 MPs. 2. Das ist ein Karabiner. 3 zähle ich hier. 3? 3. Ah ne, das ist auch ein Karabiner. 2 hast du. 2. Ich meine nämlich 2 Bars und 2 Gewehre. Jo. Ernst. Genau, dann würde ich sagen. Jetzt geht's um die Wurst. Das heißt, wir schlagen dann aber gemeinsam zu, ne? Oder? Nein. Nee, du bist der Kämpfen wir über ein Hemmnis? Ich bin der Angreifer. Du schlägst zuerst zu, genau. Hau dir jetzt erstmal auf die Mappe. So, meine Känguru-Würfel sind entsprechend die MPs und dann schauen wir mal auf die 5. 2 Treffer. Die MPs haben natürlich nichts gebracht. So, dann kann ich jetzt noch zurückhauen mit. Ich habe mal noch versucht zu picken, aber das ist nichts Besonderes. Ich weiß nicht, ob du das noch könntest. 2 sind weg, ne? Außer habe ich noch 3. Genau. Tja, um das zu gewinnen, muss ich 3 ausschalten, ne? Ja. Kein. Nein. Das heißt, ich habe den Nahkampf verloren Genau. und bin weg. Ich kann mich 5 Zoll repositionieren. Ach, du hättest hier noch checken müssen. Tiger 4. Ich habe doch den Order-Test bestanden. Stimmt. Ja, du hast ja. Mit 2 Einsen. Ja, du hast ja den Super Order-Test. Ja. Stimmt, ja. Den Ultra! Ja, ich werde mich repositionieren und zwar in Richtung hinter die Mauer. Dann hast du hier einen Order-Test gefunden. Genau. Ja, dann würde ich sagen, zieh doch mal den nächsten Würfel. Das war doch schon mal eine gute Aktion. Das war ein richtiger Erstschlag. Das sind Fallschirmjäger. Das war wirklich. Kurahi! Das war ganz brutal jetzt. Jetzt muss ich natürlich auch gucken, dass das Echo ankommt, sonst. Ja, ich würde mit dieser Truppe hier unten Mhm. diese hier ausschalten wollen.
Ja, let's give it a try. Möchtest du Daumen gehen? Yo. So, ich muss testen. Passt. So, hab das LMG und ein Gewehr. Point Blank wäre die 2, du bist Haare Deckung, wäre 3, 4, 5, 6 mit Down. Warte, ich komm zum Würfel. Nothing. Ich hätte noch nicht mal down gehen müssen, ey. Ne, aber nicht schön. Dann könnte ich schon mal nicht zurückschieben. Wir haben vorhin immer noch vergessen, den Ambush zu lösen. Ich würfel jetzt einfach mal. Würfel mal, ob er gelöst ist. Er ist gelöst. Ja, dann komm. Was wolltest du damit machen? Ich hätte die Eier da hinten geschossen. Ich erlaub's dir. Scheißegal, komm, wir lassen es weg. Das Kraut auch nicht fit. Du hast es zweimal gesagt, ne? Ja. Wir haben es beide vergessen. Naja, ist egal. Ja, dann würde ich sagen, ich übergebe dir mal den Stern. Was ist das machen? Ich bewege mich mal nach hier. Da. Irgendwie. Und holen mir noch einen Punkt. Und schieße auf den Mörser. Dann geht er down. Was haben wir denn da? Wir haben erstmal Inferno. Zu dem alten Schwolgoren. 7 Zoll. Und wir haben ein Gewehr, 2 Gewehr, eine MP, noch eine MP. Der Pfund hat ein Gewehr. Gewehr Und eine Bar. Eine Bar. Das heißt, die Bar ist kurz, die Gewehre sind auch alle kurz und die beiden MPs sind lang. Dann schieße ich erst einmal die 4 auf kurz. Das heißt, das ist die 3, 4, 5 für den Down und 6 für Kleines Team. Mhm. Das war einer von mir. Also keine. Mhm. Und die auf lange Reichweite, die MP, sind dann entsprechend die 7. Eine 6 sehe ich, aber keine zweite 6. Schade. So, der nächste Würfel ist ein grauer. Ich werde hier mit dem Offizier vorgehen. Und mache Snap to Action. Mit dem Ganzen. Das müsste allerdings alles in Reichweite sein. So, jetzt muss ich erstmal das Feuer jetzt verteilen, oder? Naja, komm, ich gehe erstmal mit dem Offizier vor. Ich muss eigentlich. Der ist jetzt down. Na, dann müssen wir aufs Ganze gehen. 6 Zoll. Und versuch deinen Offizier sind beide zu killen. Möchtest du down gehen? Ja, muss ich ja. Das bringt sonst nichts, sonst kriegst du noch einen Würfel mehr. Das ist ja nur eine einzelne Figur. Du hast immer die Chance, dass du stehen bleibst. Auf die 6. Ich habe mich nicht bewegt. Die 6, ne? Doch, du hast dich schon bewegt, aber es zählt nicht, Ja. weil du Sturmwaffe hast. Genau. Nö, das hat er schon mal überlebt. Dann
gehen die Yogis mit. Ups. Zack. So, die hatten ihre Panzerfäuste ja auch nicht abgeschossen. Das war der letzte Trupp. Die anderen hatten alle. Ich schieße zuerst mal die 2 Panzerfäuste hier auf den Trupp. So, haben sich bewegt. Ist die 4. Lange Reichweite ist bei denen nicht. Und du bist nicht in Deckung. 4. Jawohl, beide. 6. Ja, du musst trotzdem würfeln, der Einsen zählen ja nicht. 3 und 4. Ja, dann sind 2 tot. Gepratzelt. Und dann haben wir noch ein Sturmgewehr. Ist das lang, das Sturmgewehr? Der Nein, ist da das ist hinten. nicht lang. Das sind nochmal 2 Schüsse vom Sturmgewehr. Dann ist das die 3. Oh, das war aber ein lächerliches Sturmgewehr. Und dann haben wir jetzt noch 3 Gewehrschützen, die sind auch kurz. Aber bewegt außer auf die 4. Da sind 2. 2. Wenn ich 2 kriege, musst du testen. Oh Mann! Mann, Mann, Mann! Einer wäre schon die Hälfte. Ach stimmt, einer. So hast du es aber noch geschafft. Ja gut, jetzt kommt der Trupp noch. Dann überspringen die mal ihre Linie hier. Zack. Kommen die endlich mal raus aus ihrem alten Mussolini-Bunker da? Ja, die müssen jetzt Zunder machen. Ja, und zuerst das LMG ist Point Blank ist es nicht. Wo ist es denn da hinten? Doch, es ist noch Point Blank. Dann sind wir bei der 3, ne? 4, 5. Das wäre aber besser der Verwundungswurf gewesen, oder? Ich gerade sagen. Ja, immerhin einen. Schon mal einer weg. So, und dann haben wir noch 3 Gewehrleute. Komm. Jetzt macht noch einen weg. Auf die 4. Zwei. Komm, einer muss. Ah, nee, du bist. Nein, sind Veteranen. Keiner. War eine 4 und eine 3. Juhu! Da scheitert es. Junge, Junge, Junge. Na gut. Aber das war die sinnvollste Aktion mit denen. Scheißegal. Ja, ist scheißegal, was da steht. Wir wissen, was passiert ist. Und das war. Ja, gut. Du darfst ziehen. Tja. Schöner, wenn wir den Offizier noch grillen, aber. So, hier nimmt gerade der Sniper den Offizier unter Beschuss. Das natürlich nur mit seiner normalen Flinte, weil er innerhalb von der Mindestreichweite ist, der Offizier, und hat auch gerade schon getroffen. Ja. Er hat eine 5 gewürfelt und jetzt kommt der Verwundungswurf. Da ist wieder die 1. Verdammte 1. Ja, ja, das war die letzte Chance, noch eine Einheit wegzuputzen. Von der Seite, ja. Ja, jetzt habe ich im Prinzip noch den Tiger. Genau. Der könnte jetzt noch mal auf das Haus mit der Hauptkanone schießen. Ja, dann hau rein. Und ich würde den einmal drehen, weil dann kann ich mit dem LMG auch noch mal ins Fenster reinschießen. Dann zählt er nur als bewegt, ne? Dann zählt er als bewegt. Dann hast du +1 auf den Trefferwurf.
Aber mit dem MG kannst du ja nochmal ins Haus schießen. Also Könntest du natürlich, klar, logisch. Ich lasse es so, ich habe mir jetzt bewegt. Ja, ja, alles klar. Das wäre dann also praktisch die 4 für den Schuss mit der Kanone, -1, weil ist Point Blank, das ist die 3. Ja, das ist die 3. Passt, genau. Willst du erst die LMG-Schüsse hinterher machen, oder? Ja, ich weiß gerade noch nicht, da haben sie ja einen Schutz jedenfalls. Wir machen mal, das sind die, das ist ja ein MMG, also 6 Schuss. Dann hast du ja den Schutz von +2, ne, im Haus. Genau, und +1 bei der Verwundung. Ja. So, jetzt erstmal rechnen. Bewegt. Du hast Point Blank, das ist die 3, genau, richtig. +2 ist die 5 zum Treffen. Genau, so, das heißt 3 Schuss, 3 Treffer. Genau, die müssten jetzt auf die 6 verwunden, weil du den Genau. +1 im Gebäude bekommst. Was sind wir da ran? Oh, 2 Tote. Picken. Oh, Da machst du noch eine Bar das raus. LMG? Den Offizier, den NCO. Aber es ist ja eh egal, du bist. Es ist die letzte Runde, also die geschossen haben sie auch schon, im Grunde genommen ist es arschegal. Mach jetzt erstmal noch den, die können ja nicht down gehen, das bedeutet, du hast 2W6 Treffer am Gebäude, dadurch, dass du eine überschwere Pack hast. Ja. Würfelst jetzt bitte erstmal, um zu gucken, ob das Gebäude auch kaputt geht. 1W6, ne? 2W6 bitte, 2W6, die Trefferanzahl. Wenn die über 10 geht, würde ja das Gebäude auch einstürzen. Dann wäre die Einheit nämlich komplett zerstört. So hast du jetzt 6 Treffer an der Einheit gemacht, die gegen die ganz normale 5 gewürfelt werden. Das heißt, also nimmst jetzt 6 Würfel und würfelst gegen 5. Müsstest jetzt nur noch 2 Treffer machen, dann ist die Einheit tot. Du hast so richtig gutes Würfelglück. Kein Würfel für dich. Du hast aber heute auch ein bisschen, also so ein bisschen nur, ne? Pech. Aber es war im Grunde genommen die letzte Aktion, ne? Ja. Genau. Das war's. Genau. Ja, ich würde sagen, wir fassen noch mal schnell zusammen. Genau. Der Panzer hat entsprechend sich gedreht, hat auf die Veteranen Ranger im Haus geschossen, die lange durchgehalten haben. Sind auch noch 2 von über. Hier hinten die Jungs haben ja wirklich noch ihr Geld reingebracht, indem sie einen Trupp Grenadiere aufgerieben haben. Nach Kampf, genau. Genau. Ja, mein Panzer, der war ja nicht so wirklich erfolgreich. Dementsprechend qualmt er hier vor sich hin. Ja. Hier vorne die beiden Trupps, einmal der Grenadiertrupp und einmal der Heerestrupp, haben versucht, hier noch den letzten Trupp der Fallschirmjäger auszuschalten, der zuletzt reingekommen ist, nicht der letzte. Haben auch bis auf 3 Yogis, also 3, die Hälfte haben sie verputzt. Die Jungs haben nicht geschafft, den Mörsermann zu erledigen. Das war ja eigentlich mein Plan, dass ich den noch abstaube und vielleicht noch das Offiziersteam da wegkriege. Das hat aber nicht wirklich geklappt. Dementsprechend, ja, gehen wir mit 3:1 hier raus. Ja, hinten das Grenadiertrüppchen, was noch da ist, oder war das ein Heerestrüppchen? Nee, das war ein Grenadiertrupp. Das war ein Grenadiertrupp, ne? Also die Grenadiere habe ich dir, glaube ich, ganz gut dezimiert. Ja, deshalb musste ich die retten. Genau, da wolltest du ja den Würfel noch retten, dementsprechend hast du die nach da hinten gezogen. Meine Veteranen musste ich leider auf Down setzen, sonst wäre das, glaube ich, auch noch ein Würfel für die Deutschen geworden. Der Offizier hat sich auch ganz gut geschlagen hierfür, allein und offen im Feld. Er hat überlebt durch einen Down. Er hat seine Pistolen einmal abgefeuert, hat sogar einen Pin verteilt, also auch sehr heroisch. Ja, dein Sniper hat sich aber auch sehr gut geschlagen, finde ich. Der war wirklich gar nicht so schlecht. Ja. Hat einmal seinen Moraltest ein bisschen verkackt, weil er seinen Kompagnon verloren hat. Aber naja, das muss man ja auch erstmal verpacken. Ne? Ja. Und die Jungs hier unten im Haus, die haben sich auch geschlagen. Der Heerestrupp, genau richtig. Das also alles in allem ein sehr erfolgreiches Spiel und ich finde dafür, dass die Listen sehr unterschiedlich waren und du den Tiger mitgenommen hast, hat sich die Tigerliste sehr gut geschlagen. Meine Meinung jetzt so nach
nach dem ersten Überlegen. Ja, Meine Fallschirmjäger haben sich ja auch so mittelgut geschlagen. Aber ja, es sind halt Veteranen. Ne? Man hat sehr viel standhaft gekämpft, finde ich. Gerade der Trupp, der da in der Mitte runtergekommen ist, der hat sich ja bis zur 4. Runde gewehrt. ja. Also auch sehr interessantes Spiel, hat viel Spaß gemacht und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim Fazit. Jo. Ja, Fazit. Achso, ich sollte nicht das Handy auf das Mikro legen, das wäre ziemlich dämlich. Ja, ich hatte ja gerade schon ein bisschen angefangen. Ich fand, die Liste hat sehr gut funktioniert. Was ich mir noch vorstellen könnte, dass die Liste noch viel besser funktioniert, wenn du deinen Tiger nicht immer so starr positionieren würdest, wenn du mehr agil damit arbeiten würdest, um die Tiger 4 ein bisschen besser einzusetzen. Das stimmt schon. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da ganz oft wirklich dazu kommt, dass ich auf den Tiger schießen muss oder halt testen muss, dass du das noch ein bisschen besser einsetzt. Aber sonst, glaube ich, hat die eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, aber ich meine, das, was du gerade angesprochen hast mit der Tiger 4, da hast du ja schon recht gehabt. Aber wenn man das nochmal Revue passieren lässt, der stand ja im Prinzip hier in diesem Bereich eigentlich nur, ne? Und du hattest ja hier viele Einheiten. Ne? Nur wie dann die Reaktion von dir ist. Ne? Du gehst ja dann entweder direkt auf den Panzer und hier hast du ja immer die Situation, dass er einen kleinen Mühe zu weit hinten war. Klar, da hätte ich jetzt irgendwie vorfahren können. Ja, ich sag ja, du hättest, wenn du dich ein bisschen bewegt hättest, dann wäre es, glaube ich, noch ein bisschen anders gewesen. Genau, dann hast du ja nur den Punkt, dass du hier wieder einen Malus bekommst, weil du dich bewegt hast mit dem Panzer. Oder das halt gegenüber nimmst, dass die dann halt den Malus bekommen. Ne? Das ist irgendwie, das gleicht sich halt aus. Und ich hatte hier irgendwie dann auch nicht so die Situation, klar, mein erstes Ziel war ja hier den Panzer erstmal auszuschalten, ne? Die Hauptaufgabe von ihm, das ist dann passiert. Und dann wollte ich ja eigentlich zusammen mit der Infanterie irgendwie vorgehen. Aber dadurch, dass du halt mit dieser Fallschirmjägereinheit hier in der Mitte so starr warst, hat es ja gar keinen Sinn gemacht, sich jetzt wegzubewegen, weil du hattest ja ganze Zeit dieses Ziel vor Augen, nur du bist ja peu à peu weggestorben. Ja, du hast ja nie den Overkill gehabt, dass die Einheit einfach mal jetzt endlich weg war. Ne? Ja, das stimmt schon. Also diese Aktion, die wir dann im späteren Nachgang noch gemacht haben mit dem Haus, die fand ich schon ganz cool. Das hat jetzt halt auch nochmal gezeigt mit so einem überschweren oder mit einem schweren Panzer, dass man dann auch hier solche Häuser weil meine Überlegung war die ganze Zeit, Christian hatte hier seine Infanterie verschanzt, Veteran verheizt sich jetzt wieder meine Infanterie, um da irgendwie reinzukommen und ihn da rauszuholen, oder lasse ich die links liegen? Und dann haben wir halt die Situation bekommen, ja, du kannst doch hier mit dem Panzer drauf schießen. Ja, klar. Ja? Und das fand ich, war für den Tiger jetzt aber zum Ende hin nochmal eine gute Aufgabe. Klar, du hättest jetzt irgendwie draußen die Infanterie weiter irgendwie kaputt schlagen können. Ja, du hättest hier vorne vielleicht im offenen Feld auch noch ein bisschen mehr was machen können mit dem Panzer, ne? Das ist klar. Als direkte Bedrohung, klar, damit alle anderen Einheiten, die hier noch so waren, aber es hat mich auch nicht so zur rechten Flanke gezogen, weil da einfach nicht viel war. Ja, stimmt. Ne? Weil da habe ich mir gedacht, wenn du es jetzt mal gegenrechnest, hier ist mehr Druck auf der Seite, die deiner eigenen Infanterie halt in die Bredouille bringen, und das war ja auch so, ne? Ja. Als die gekommen sind, war ja hier der eine Infanterietrupp sehr stark im Bedrängnis, weil die im Haus waren. Dann konnte ich hier einen reinziehen, erst später. Und wenn der Panzer aber nicht hier gestanden hätte, dann hättest du hier über die Flanke kommen können. Und die Gefahr war ja wirklich da. Und dann war ich ja hier im Zentrum, die haben dir alle so ein bisschen den Rücken zugekehrt. Da hättest du hier auch gut reinrauschen können, ne? Also von daher. Aber du hast recht, in Summe hat mir die Liste jetzt doch schon besser gefallen. Also deshalb auch nochmal vielen Dank an euch für die ganzen Feedbacks dazu, die Modifikation, die wir gemacht haben. Dass ich jetzt die Chance hatte, mehr Veteranen drin zu haben, war doch gut, oder? Ja, definitiv. Ja. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass die so massiv mit Veteranen vollgepackt ist da in der Liste. Also weil die hattest du ja vorher nicht kundgetan. Deswegen war doch schon sehr überrascht, wie veteranenstrotzend die da war.
Ja, nee, ich fand, es war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Man hat eigentlich gar nicht gemerkt, okay, der Tiger, wenn man ihn spielen möchte, kann man ihn einsetzen. Man muss an einigen Punkten halt dann ein bisschen einsparen. Man ist dann halt nicht so Waffenteam überflutet oder halt auch die Trupps sind halt nicht so stark, wie man sie sonst hat. Ja. Aber man sieht, man kann das schon tun. Ja. Ne? Also es ist kein Fahrzeug, was man komplett außen vor lassen kann. Ja. Gut, wenn man natürlich jetzt, sag ich mal, anstatt 1000 Punkte 1250 oder was spielt, dann braucht man gar nicht mehr darüber reden, dann funktioniert das definitiv. Ansonsten, nee, also ich finde, das passt schon. Vor allem, wie gesagt, man muss ja auch viel mitnehmen, wenn man weiß, man spielt gegen einen Tiger. Was man meistens ja eigentlich bei einem Spiel gar nicht weiß, was stellt der andere auf. Muss man ja auch mal bedenken, ich müsste ja eigentlich viel mehr Gegenmaßnahmen für den Tiger mitnehmen. Ich müsste entweder mehr Handgranaten einpacken, ich müsste vielleicht noch einen Pack aufstellen oder ich müsste gucken, dass ich noch irgendwie ein gepanzertes Fahrzeug mit reinbringe. Richtig. Wobei da finde ich immer sind natürlich die Amerikaner sehr, sehr begrenzt, dadurch, dass die ja in dem Slot eine sehr begrenzte Auswahl haben mit schlagfertigen, kräftigen Waffen. Ne? Also ich kann ja bei den Tommys auch ein gepanzertes Fahrzeug mit einer Medium-Pack aufstellen, der da schon was machen würde. Bei den Amerikanern ist es, glaube ich, der M8 oder M20 mit der leichten Pack nur, ne? den man da großartig mitnehmen kann. Auch kein Krieg gewinnen. Nee, nicht so wirklich. Gut, ich lasse mich da gerne belehren. Vielleicht gibt es noch in irgendeinem anderen Buch noch irgendwelche anderen Möglichkeiten, aber die Standardmöglichkeiten sind leider nicht so sauber gegeben. Ja, und mit der Pack ist man meistens auch immer sehr stationär, genau. Und du kannst eigentlich das umfahren, deshalb ich tue mich auch schlecht, so wirklich Packs und sowas einzusetzen. Ne? Ich weiß auch nicht, das ist... Was gut funktioniert, ist im Dschungel, wenn du die leichten Packs mitnimmst, finde ich immer. Die haben immer einen ganz guten Drall auch, aber wir setzen ja im Dschungel auch oft nur leichte Panzer ein. Mit so einer leichten Pack musst du ja schon Glück haben, dass du einen Streifschuss da gerade eben noch hinkriegst. 10 plus schaffst du noch, aber alles, was drüber geht, ist natürlich so. Ne? Ja. Ja trotzdem die Chance haben, den Tiger dann auch wirklich an der Panzerung zu durchbrechen. Das ist ja in der vorhergehenden Spiel ja gelungen. Ne? Genau. Aber es ist ja immer 50-50. Ne? Das ist genauso wie mit dem Sherman. Der hätte jetzt auch locker länger stehen können. Man hat es in dem ersten Beschuss gesehen. Es war auch nur ein Streifschuss vom Tiger. Ne? Der zweite hätte schon genauso werden können und dann wäre das auch ein Panzerduell über mehrere Runden geworden. Ne? Ja. Und somit hast du die Panzer an sich gebunden. Die machen dann ihr eigenes Ding. Können die Infanterie nur links liegen lassen und so hat man den Panzer auch schon rausgenommen. Was mich jetzt mal noch interessieren würde, wie würde der sich in einem Tank Wars Spiel spielen? Ist der mächtig? Ich sag mal, auf der einen Seite stehen 3 amerikanische Panzer oder 3 Tommy-Panzer im Standard und du hast, ich sag mal, den und 2 normale Panzer. Wie verhält sich das in so einem Spiel? Das wäre jetzt noch interessant. Na gut, für mich. Ja, eigentlich ja nicht viel anders wie ein anderer Panzer, weil die Tiger 4-Regel fällt ja dann komplett hinten über. Ne? Die beschießen sich ja praktisch auf Distanz. Das stimmt ja nicht. In Tank War bedeutet ja nicht, dass du keine Infanterie dabei hast. Ja, du hast ja trotzdem Infanterie dabei, ne? Ja. Du bist halt nur motorisiert, das ist ja die... Aber du wirst ja erstmal wieder versuchen, auf die Panzer zu gehen, ne? Also Panzer gegen Panzer zu schicken, meine ich halt. Ne? Und gut, er ist jetzt ein schwerer bzw. überschwerer Panzerkanone, das heißt, er hat ja immer, was ich letztens schon gesagt habe, er hat immer kurze Reichweite, 84 Zoll. Gut, die anderen größeren englischen Panzer oder amerikanischen, weiß ich nicht, was ist denn der größtmögliche oder stärkste bei den Amis? Ist doch glaube ich nur der Sherman, oder? Nee, ich weiß nicht, ob die was der Jagdpanzer, der hat doch eine überschwere oder eine schwere Pack oben drauf. Hellcat hier. Die Hellcat, genau. Aber gut, das ist natürlich ein offenes Fahrzeug und ich glaube, der hat auch nur eine 7 Plus oder eine 8 Plus. Okay. Das ist ja nur ein Panzerwagen. Ja, das ist schwierig, ich weiß nicht. Es gibt ja dann im Tank War noch ein paar zusätzliche Settings, wo du die, glaube ich, ausrüsten kannst mit hier
Funkpanzer oder mit, da gibt es ja noch ein paar besondere Ja, Sachen. Ne? so tief steckt in den Regeln nicht drin. Ich habe das Buch jetzt einmal gelesen, so tief bin ich da noch nicht drin. Ja, da gibt es einige Sachen und auch, du kannst ja irgendwie auch mit einem Regelsystem die Crews auch hochpushen, dass die dann irgendwelche Sonderfähigkeiten haben. Aber das ist ja jetzt erstmal vom Zug nicht gegeben. Ja, nee, also würde mich auch noch interessieren, wie sich das in so einer Schlacht anfühlt. Ich finde so immer so, dieser eine Panzer, der auf dem Platz steht pro Seite, das ist immer gar nicht so repräsentativ. Ne? Also ja, wir spielen ja auch viel nur Infanterie. Das ist das ja was mir total Spaß macht, dass man auch mal wirklich diese dicken Dinger links liegen lassen kann und da sich gar nicht mit beschäftigen muss. Ja. Hat auch immer eine ganz andere Taktik, als wenn man mit irgendwelchen Fahrzeugen, Panzern oder Ähnlichem spielt. Da muss man immer ganz anders vorgehen. Aber ja, wie gesagt, so die andere Seite mal zu sehen, wie es mit vielen Fahrzeugen ist. Aber das haben wir ja sowieso noch vor, mal irgendwann mit vielen Fahrzeugen zu spielen. Genau. Dementsprechend. Ein entsprechendes Spiel zu machen, wo man das jetzt auch mal, dass man da einfach auch mal so das Gefühl dafür bekommt. Ne? Weil du, wie du schon immer sagst, es ist ja eigentlich ein reines Infanteriespiel hier, zumindest auf der Punktegröße. Ne? Genau. Und man hat jetzt auch hier gesehen, trotz dass dein Schirmen ja ausgeschaltet ist, bist du jetzt nicht so versteift gewesen, auf den Tiger dich irgendwie auszuweichen auch, oder? Oder hattest du jetzt so mega das Problem, jetzt in die Tiger 4 zu kommen? Es waren mal 2 Situationen. Ja gut, seitdem das ratiert worden ist, ja, eben, mit dem zweiten Armeebuch, die 18 Zoll, natürlich früher war es ja über die ganze Fläche. Das merkt man schon, ne? Man kann schon sehr gut der Tiger 4 ausweichen. Wie gesagt, also wenn der Panzer dann entsprechend sich bewegt, dann kannst du natürlich das ein bisschen steuern, aber ich habe die Tiger 4 früher auch immer als schlimmer. Ja, das war viel mächtiger, genau, das stimmt. Also das ist nicht mehr der Grund, warum man so eine dicke Katze aufstellen muss. Gut, wenn du so ein Panzer 4 war das, ne, glaube ich? Panzer 4, ja. Der Panzer 4, der ist ja von den Punktekosten noch relativ okay. Ja. Aber gut, den hast du auch nicht immer zur Verfügung und entsprechend, ja. Du willst ja halt auch nicht immer das gleiche spielen. Weil man wird ja wieder, wie gesagt, dazu ein bisschen genötigt, um das auszumaxen. Dann spielt man halt nur den Panzer 4, weil der punktetechnisch besser dann ist mit der Tiger 4 Regel. Und dann fängst du halt an. Das ist immer wieder das Gleiche. Ne? Und das wollten wir hier mal vermeiden und einfach mal entsprechende Listen konzipieren. Und wie gesagt, dadurch, dass ihr jetzt nochmal das Feedback auch mit dem Mörser gegeben habt, weil sonst würde ich wahrscheinlich jetzt auch wieder eine Panzerschreck aufstellen. Und die Punkte waren schon wertvoll, wie gesagt, das auf Veteranen zu machen, weil ich sag mal, wenn ich die größeren Grenadier-Veteranentrupps nicht genommen hätte, wäre es schon sehr, sehr kritisch geworden gegen deine Infanterie, weil deine waren ja alle Veteranen. Ja, genau. Ja, das war ja eigentlich auch mal ein Test für mich. Der Panzer ist jetzt natürlich nicht so gekommen. Bei den Amerikanern lohnt sich natürlich auch, die Veteranen zu spielen. Wenn du einen Panzer hast, der mit dem Gyrostabilisator arbeitet, hast du natürlich auch immer so diesen einen Pluspunkt, dass du bewegen und schießen. Ja. Das zieht keinen Malus bekommst. Ganze Armee einfach auch. Ne? Ja, genau, richtig. Aber ansonsten, ja, weiß nicht, das war schon, ja, das war eine gute Erfahrung, definitiv. Ja. Also die Liste hat mir wirklich sehr gut gefallen und diesmal war es wirklich nicht so, dass ich sagen muss, hier war jetzt irgendeine Einheit absolut Schrott. Auch wie gesagt mit dem Mörser, der hat auch getroffen, gut, der hat jetzt da nicht verwundet, aber er hat wirklich 35 Punkte, da kann man jetzt nichts sagen. Ne? Ja, aber er hat auch schon ganz gut mitgeholfen, die Pins hochzutreiben. Ja, das eine Maße 2 Pins gewürfelt. Ne, das ist aber er hat wirklich getroffen. Ne? Ich dachte erst, na gut, dann da schießt du jetzt wieder ein paar Mal irgendwo drauf, triffst nicht, Feierabend. Ne? Aber nee, es ist wirklich eine sehr gute Alternative, muss ich schon sagen. Ne? Ja, hat mir auch Spaß gemacht, definitiv. Das war eine gute Geschichte. Auch bei den Amis jetzt ist eigentlich keine Einheit gewesen, muss ich sagen. Bums. Gut, jeder von uns hatte eine Einheit, die zu spät reingekommen ist. Kannst ja nichts machen. Gut, die Paratrooper-Geschichte. Ja, das ist ja auch just for fun letztendlich. Ne? Genau. Das aber das sind alles so kleine Sachen, so kleine Sonderregeln, die natürlich auch sehr selten gespielt werden, weil sie natürlich auch meistens nur in den Kampagnenbüchern stehen. Genau.
Aber ja. Aber wie gesagt, das ist ja für uns, haben wir beide für uns ja auch nochmal diskutiert gehabt vor der Kamera, beziehungsweise hinter der Kamera, dass wir auch mal so immer wieder abseits von der Kampagne auch einfach mal solche Spiele zeigen wollen, auch irgendwie mal irgendwelche festen Szenarios, ne, die jetzt nichts mit der Kampagne zu tun haben, um einfach mal so gewisse Regeln auszuprobieren, die man sonst einfach nie spielt. Ja, und vieles auch mal wieder aufzufrischen, was man so in der Kampagne natürlich auch zum Teil gar nicht mehr macht. Ne? Ich sag jetzt mal hier so, mit Gebäuden ist es ja sehr wenig, weil wir die paar Bretterhütten, die wir haben, hätte ich fast gesagt, das ist ja jetzt nicht ganz so extrem, dass man das einsetzt. Ja, das ist schon, ja, es ist irgendwie was anderes. Ne? Ja, genau. Im Dschungel spielt man anders, als wenn du hier diverse Steinblockaden hast. Ja. Gut, du hast natürlich im Dschungel dann den Line-of-Sight-Faktor, aber... Und du gehst da halt viel in Nahkämpfe und das war jetzt hier genau andersrum. Wir haben uns ja nur eigentlich nicht getraut, aneinander zu gehen, weil man halt immer die Angst hatte, der eigene Trupp wird jetzt aufkriegen. So war es ja auch einmal in einer Situation, wo wir mal einen Nahkampf gemacht haben. Einer hat den kürzeren, wenn man jetzt nicht fanatisch ist, und dann räumt man die komplette Einheit ab. Und wenn es eine Veteraneneinheit ist, will man das Risiko nicht eingehen, weil es teuer ist. Also ballert man lieber nur die Schüsse raus. Dafür hat man das Problem, man zieht auf der Gegenseite, weil es auch ein Veteran ist, immer nur maximal 1-2 Leute raus. So, und dann hast du die ganze Zeit das Feuerduell, ne? Ja, da ist manchmal so ein Nahkampf doch klärender Sache. Wenn du dann die Schnauze voll hast. Ja, genau. Da muss man einfach die Situation dann abwarten. Ne? Ja, genau. Ja, zum Abschluss. Hat Spaß gemacht? Ja. Auf alle Fälle? Genau. Ich glaube, jetzt sind wir mit dem Entwickeln dieser Liste auch so mehr oder weniger durch. Ne? Ich glaube, so kann man das auf alle Fälle spielen. Richtig, ja. Das war, wie gesagt, für euch jetzt einmal zu sehen, wie kann man das aufbauen, wie kann man es vielleicht nochmal verbessern, situationsbedingt. Und ich denke, das ist jetzt eine gute Allrounder-Liste. Ne? Genau. Und man sieht auch immer so eine Liste, die hat auch immer ein bisschen was von Entwicklung, und jeder hat auch eine andere Art zu spielen und jeder setzt auch Einheiten anders ein. Ja. Deswegen kann man nie hundertprozentig sagen, so jetzt das hier ist so und so das Grundrezept und da muss jeder mit klarkommen. Ich weiß nicht, ob jemand anders, der mit dieser Liste spielt, vielleicht mit der Liste gar nicht glücklich werden würde. Genau. Ne? Das ist ja auch immer so die Sache. Dementsprechend, man kann nur durch Spielen und ein bisschen Gehirnschmalz rausfinden, ob das gut ist, wie man das machen möchte oder will. Ja. Ganz oft ist es ja auch so, man denkt sich eine Liste, oh, das hört sich so gut an von den Regeln her und das ist eine tolle Sache, und dann hat man das Zeug auf dem Tisch stehen und es funktioniert gar nichts. Ja, das ist so manchmal... Ich denke, die Überliste wird es auch bei dem Spiel nicht geben, aber das ist, glaube ich, auch das Gute daran, weil... man halt nie ein Allheilrezept hat, also man muss immer wieder neu ansetzen. Ja, also es ist nicht wie bei anderen Spielen vielleicht, wo ein paar Einheiten mega mächtig sind und dann weiß man im Prinzip, dass das immer wieder aufgestellt wird, sondern man muss sich halt anpassen. Man kann nur die Erfahrungen nehmen, die man gemacht hat, und versucht dann damit das zu gewinnen. Irgendwie. Ja, und das ist ja so ausgeglichen, da liegt ja irgendwo ein Punktesystem hinter. Richtig, ich sag mal, das sieht man ja schon bei den Miniaturen. Die Einheitskosten, die sind festgelegt, das sind die 7, 10 und 13 Punkte. Von unerfahren über regulär zum Veteranen. Und auch die Waffen und alles andere, das hat ja alles eine gewisse Punktezahl, die da berechnet wird. Deswegen, gut, du hast auf der einen Seite halt Einheiten, die vielleicht da ein bisschen stärker sind. Dafür hast du auf der anderen Seite, dadurch, dass du die 1000 Punkte einsetzt, irgendwo eine Verschiebung der ganzen Geschichte. Und irgendwo bleibt es dann gleich. Ne? Also kommt immer gleich raus, ja. Am Anfang meinte ich auch teilweise so, ja, andere Fraktionen hätten da irgendwie einen Vorteil, aber es ist gar nicht so. Das ist nicht so, nein, weil alles irgendwo mit Punktekosten hinterlegt ist. Ja. Genau, das ist relativ ausgeglichen. Ja. Gut, muss natürlich auch entsprechend die Einheiten haben, die funktionieren oder nicht, so wie man es bei den Japanern sieht, mit stellenweise den Einheiten, die, sag ich jetzt mal zum Beispiel die 3 Mörser da reinbringen können. Diese Grenadier-Trupps kann ich mir schon vorstellen, dass die ganz übel funktionieren. Ja. Das wäre auch nochmal eine Sache, die man mal ein bisschen näher testen kann. Ja, richtig. Ja. Das ist, wie gesagt, nur weil eine Einheit da mal nicht funktioniert hat, darf man die nicht verteufeln. Das ist mir halt auch passiert, dass ich
einmal eine Einheit gespielt habe und dann habe ich sie nicht gefühlt und dann war die für mich komplett weg. Genau. Ja, aber man darf halt nicht so rangehen, das habe ich auch gelernt und ja, schauen wir einfach mal. Ne? Genau. Ja, bleibt eigentlich noch zu sagen, schön, dass ihr zugeguckt habt. Hoffe, wir sehen uns bald wieder und ja, würde das jetzt beenden und würde sagen, im nächsten Video. haut rein. Ciao.